Nós somos a mudança. Wir sind die Veränderung. For me, the meaning resides in nature. Alles ist miteinander verbunden. The planet est joué piece of art. Und wir Menschen sind Teil dieses Ökosystems. Nós somos a floresta. Wir sind der Wald. I can no longer afford to just sit and wait for someone else to step up. There has never been a time when a single individual had more power in the history of our planet. I was born with this huge passion for animals and for wildlife, with desire to protect them. And I want to fight back for them. Und dieser Traum bewegt, glaube ich, immer mehr Menschen auf dieser Welt. By taking peaceful action, you make change. Follow your heart, break the rules. And make history. So law has created this problem and law can amend it. Die Erde heizt sich auf, wir sterben bald aus. When you live in exceptional times, you need people who break rules. The changes are so much faster than we predicted. Macht endlich etwas gegen die Klimakrise. Wer schaut schon in einen Massenstall hinein? Dass jetzt die UN erkannt hat, dass Tierschutz wirklich ein Gamechanger ist. Und jene Dörfer überschwemmen, jene Wälder brennen und jene letzten Reserven auf Erden verderben. I don't think the planet stands a chance if we allow that corruption to proceed. Und gegen dieses System aufzutreten, das ist etwas, was wir alle gemeinsam tun müssen. Mas nós também somos a solução. Aber wir sind auch die Lösung. What we give our children is so important, to be outdoors, to be barefoot, to touch the soil. Wenn die 900 Menschen hier 5 weitere inspirieren. Damit wir gemeinsam irgendetwas ändern können. Um wirklich was zu bewegen, muss man manchmal wirklich auf den Tisch schauen. You don't have to be black, you don't have to be Austrian, you don't have to be German, you don't have to be anything. All you have to be is a human being that shows up. Neon Green Network begrüßt Sie zu den Erdgesprächen 2024. Wenn man sich für die Zukunft des Planeten einsetzt und damit unweigerlich auch für unsere eigene Zukunft als Menschen einsetzt, dann konfrontiert man sich automatisch auch mit einem ganzen Haufen an Gefühlen. Zum Beispiel liest und hört man was zu den Umweltkatastrophen, die immer häufiger passieren, die immer extremer werden, und man spürt vielleicht sowas wie Angst. Oder man steht mit seiner fair gehandelten, unverpackten Stück Seife unter der Dusche. Man ist auch dafür durch die halbe Stadt gefahren, damit man sie kriegt, und hört dann im Radio von irgendeinem Event, wo tausende Menschen mit ihren Privatjets hin und zurück fliegen. Und in der Morgengrube entwickelt sich sowas wie Wut. Oder man geht einkaufen und merkt dann doch, Stück für Stück werden nachhaltig produzierte, fair gehandelte Produkte mehr und mehr, und sie kriegen mehr Platz, und man spürt sowas wie Freude und Aufbruchsstimmung oder besonders starke Emotionen, wenn man sich mit anderen Menschen unterhält, die ähnlich auf die Welt schauen wie man selbst, die vielleicht schon aktiv geworden sind, um den Status quo zu ändern. Und man spürt diese Verbundenheit und so eine Art Stolz und Hoffnung. Und gerade von diesen letztgenannten Emotionen haben wir heute eine Riesenportion für Sie parat. Unsere Speaker werden uns aufrütteln, sie werden uns wahrscheinlich das eine oder andere Mal auch ein bisschen wütend machen, aber vor allem auch inspirieren und Hoffnung geben, dass jede und jeder Einzelne von uns was ändern kann, was bewegen kann. Das ist unser Ziel für heute, und ich bin mir sehr, sehr sicher, wir werden dieses Ziel heute erreichen. Damit hallo und herzlich willkommen hier in der Halle E des Museumsquartiers. Herzlich willkommen zu den 15. Erdgesprächen. Super schön, dass Sie da sind. Und nicht nur super, dass Sie da sind, sondern vor allem auch super, dass viele, viele Menschen im Livestream mit dabei sind und von zu Hause aus sagen, passt, das schaue ich mir an. Das ist sehr, sehr schön. Ich bin der Mathias Pascottini. Ich spreche halt eigentlich immer, wenn unsere Expertinnen und Experten kurz Luft holen, und leite uns durch die heutige Veranstaltung. Unser Motto heute ist Back to the Roots. Wir fragen uns also, was es wirklich für ein gutes Leben braucht, wie Aktivistinnen und Aktivisten für den Erhalt unserer Wälder kämpfen, was sie dafür tun und welche Auswirkungen all das auf kommende Generationen hat.
Apropos Back to the Roots, unsere Ehrengäste sind auch Stammgäste hier bei uns und es freut uns sehr, dass Sie auch heuer wieder mit dabei sind und große Unterstützer dieser Veranstaltung sind. Herzlich willkommen, Doris Schmidauer und Alexander van der Bellen. Und es sind noch so viel mehr Menschen da. Es sind Geschäftsführerinnen, Programmleiter von vielen Umwelt-NGOs da. Es sind viele Schulklassen da. Auch da vielen herzlichen Dank auch an die Lehrerinnen und Lehrer, die gesagt haben, mein Feierabend kann warten. Ich komme noch mal mit meinen Schülerinnen und Schülern hierher. Euch allen vielen herzlichen Dank fürs Kommen und mit dabei sein. Ganz wichtiger Hinweis, bevor wir jetzt voll inhaltlich reinstarten. Die Vorträge und Talks hier auf der Bühne sind nur ein Teil der Erdgespräche. Ein zweiter wichtiger Teil findet danach zwischen Ihnen allen statt, Ihre Erdgespräche untereinander. Wir laden Sie gern ein, da zu bleiben, miteinander zu plaudern, Pläne zu schmieden, Connections zu bilden. Das macht die Erdgespräche aus und ist auch ein weiteres großes Ziel, das wir heute Abend haben. Jetzt darf ich Ihnen aber die Menschen vorstellen, die heute sozusagen unsere Hauptprotagonisten sind. Sie werden nämlich zu uns sprechen, von ihren Erfahrungen erzählen und das eine oder andere, was Sie auf Ihrem durchaus sehr, sehr spannenden Weg gelernt haben, mit uns teilen. Wir begrüßen Klima- und Landnutzungsexpertin LINA BURNELIUS. Herzlich willkommen. Gerne Platz nehmen. Außerdem herzlich willkommen Menschenrechts- und Umweltaktivist Ben RAWLENCE. Willkommen. Und die Runde komplett macht Natur- und Tierschützer GABRIEL PAUN. Gern auch gemütlich machen. Ja, die Silva ist auch mit dabei. Gibt es super spannende... Ja. Ich würde gerade sagen, wenn Hunde was gern haben, dann lauten Applaus, aber ihr ist wurscht. Sehr gut. Das ist gemütlich, passt. Wir teilen uns also den Fußraum heute vor meinem Sessel. Bevor wir uns jetzt in die Keynotes stürzen, mit unseren Sprecherinnen und Sprechern reden werden, holen wir jetzt jemanden auf die Bühne, der gerade, sagen wir es, durchaus einiges um die Ohren hat. Dementsprechend ist es eine besondere Wertschätzung allen Ehrenamtlichen, die das hier organisieren und auch dem Thema gegenüber, dass er heute hier ist und den Ehrenschutz dieser Veranstaltung übernimmt. Herzlich willkommen, Bundespräsident Alexander van der Bellen. Neon Green Network begrüßt Bundespräsident Alexander van der Bellen. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein und die 15. glaube ich, 15. Erdgespräche sozusagen formal eröffnen zu dürfen. Ich möchte vorausschicken, es ist hier eine inhaltliche Rede zu halten, ist für mich nicht leicht. Warum? Ja, bei einem Publikum wie Ihnen, was kann ich da Neues bieten? Ja? Also, wenn Ihnen das alles bekannt vorkommt, haben Sie Mitleid mit mir. Also welchen Blickwinkel könnte ich mit Ihnen teilen, den Sie nicht schon kennen? Also ich versuche es mal nur ganz am Rande sozusagen. Mit meinem früheren Leben, jetzt bin ich Bundespräsident, aber in meinem früheren Leben war ich nicht Forstwirt, sondern schlichter Ökonom. Und der Ökonom in mir sieht natürlich in der Klimakrise neben den emotionalen Aspekten und den Umweltaspekten im engeren Sinn auch ein wirtschaftliches Thema. Diese extremen Wetterereignisse, mit denen wir konfrontiert sind, sind tragisch. Ja, das haben wir kürzlich erst gesehen, Orte, in denen hüfthoch dieses braune Wasser stand, Brücken, die weggerissen wurden, Kinderzimmer, die mit Schlamm gefüllt sind. Menschen, die verzweifeln. Diese Extremwetter kosten viele Menschen ihr Hab und Gut.
ihr Eigentum, ihre Lebensgrundlage und im schlimmsten Fall ihr Leben. Und der Schaden, den solche Katastrophen bei den Menschen verursachen, den kann man nicht in Zahlen ausdrücken. Aber die Schäden, die sie an Straßen, an der Infrastruktur, am Privateigentum, an Schienen, Strommasten und so weiter verursachten, den kann man schon in Zahlen ausdrücken. Ja, das sind alles so Daumenschätzungen. Hochwasser neulich in Niederösterreich, erste Schätzungen 1,3 Milliarden Euro. Juni-Hochwasser in Süddeutschland, gute 4 Milliarden Euro Schaden. Ja, der Hurrikan Helene in den USA, neulich 110 Milliarden Dollar Schaden. Ich habe auch höhere Zahlen gesehen, in der Financial Times war mal. Wenn da Schadenszahlen genannt werden, ist da der Schaden gemeint, den die Versicherungen auszahlen? Oder ist es der Schaden insgesamt gemeint? Der ist natürlich viel höher als das, was die Versicherungen zahlen. Bei Milton, letzte Woche in Florida, werden es ebenfalls Summen in zweistelliger Milliardenhöhe sein. Das sind schon hohe Summen. Für einzelne Menschen bedeutet das oft, dass sie vor dem Nichts stehen. In den USA steigen mittlerweile viele Versicherungen in bestimmten Regionen, da wo eben die Unwetterhäufigkeit besonders hoch ist, in bestimmten Regionen aus dem Geschäft aus. Das heißt, sie können ihr Haus nicht mehr Unwetter versichern. Wenn sie aber keine Unwetterversicherung haben, kriegen sie auch keinen Hypothekarkredit. Das heißt, die demografische Struktur der USA wird sich über kurz oder lang deutlich ändern. Dass die Erde, anders gesagt, dass die Erde immer heißer wird, das kostet Geld und zwar richtig viel. Da fragt man sich natürlich schon, wäre es nicht günstiger gewesen, die Erderwärmung, die Erhitzung schon von vornherein zu bremsen? Ja, sicher wäre das günstiger gewesen. For decades now, also seit Jahrzehnten konnte man wissen, wenn man es wissen wollte, konnte man wissen, dass die Emission von Treibhausgasen negative Folgen haben wird. Und in der Ökonomie wird seit 100 Jahren über dieses Phänomen der sogenannten negativen externen Effekte diskutiert. Das heißt Phänomene, die der Markt eben nicht löst. Probleme, die der Markt nicht löst, die man deswegen auch Marktversagen nennt. Und der Treibhauseffekt gehört sicher, also es gibt gute Gründe, den Treibhauseffekt als das größte Marktversagen aller Zeiten zu bezeichnen. Also spätestens jetzt lohnt es sich in Klimawende, Energiewende, Klimaschutz und Energiewende zu investieren. Wem sage ich das? Die Vielfalt unserer Arten, die Schönheit der Natur, die Zukunft unserer Kinder, unser eigenes Überleben auf diesem Planeten. Und für die, hier im Saal wird keiner sein, aber draußen vielleicht, für die das alles noch nicht hinreichend ist, füge ich gern noch einen weiteren Grund hinzu: Klimaschutz spart uns Geld. Maßnahmen gegen die Erderwärmung sind ein gutes Investment. Sicher, diese Investments kosten etwas, aber das Nichtstun ist auf die Dauer mit Sicherheit viel teurer als das Investieren jetzt. Und was wir dafür kriegen, das wissen Sie alle. Ich habe da eine ganze Liste, aber mir gefällt gut summende Wiesen. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass es mit der Biodiversität hapert, wenn man spazieren geht? In den ersten 5 Minuten ist man ja froh, wenn im Burgenland weniger Gelsen sind. Aber dann überlegt man sich, und wenn jetzt keine Gelsen mehr da sind, was fressen dann die Vögel und so weiter. Also Doris und ich waren letztes Jahr im Burgenland bei einem Freiluftkonzert. Keine einzige Gelse hat mich gestochen. Und nachher hat mich das nervös gemacht. Also es ist schon Eile geboten, also das möchte ich schon betonen, Eile geboten, weil wir kommen näher und näher an sogenannte Kipppunkte. Kipppunkte, ohne darauf näher einzugehen, das sind dynamische Prozesse,
die, wenn sie einmal ins Rollen geraten sind, irreversibel und selbstverstärkend sind. Typisches Beispiel sind die Permafrostböden in Sibirien. Aber es gibt auch eine gute Nachricht und darauf möchte ich jetzt eingehen. Die gute Nachricht ist, es gibt nicht nur negative, es gibt auch positive Kipppunkte. Das sind zum Beispiel Momente, ab denen erneuerbare Lösungen billiger sind, ökonomisch billiger sind als die klassischen fossilen. Windenergie und Photovoltaik zum Beispiel, in vielen Teilen der Welt sind diese Alternativenergien mittlerweile günstiger, kostengünstiger als Gas oder Kohle. Also da kommt auch etwas ins Rollen, so eine Art Dominoeffekt, in Richtung einer guten Zukunft. Und das kann uns schon zuversichtlich stimmen, nicht nur die Ökonomen, sondern uns alle. Und ich bin überzeugt, dass wir sehr viel bewerkstelligen können, dass es nicht nur apokalyptische Szenarien gibt, ja, die gibt es und die muss man sich genauer anschauen, aber es gibt auch Kettenreaktionen, die in eine gute Zukunft wirken. Wenn wir, und zwar global gesehen, nicht nur in Österreich, nicht nur in Europa, wenn wir zusammenhalten und zusammen tätig sind. Und genau dafür sind wir heute auch hier. Meine Damen und Herren, die Erdgespräche habe ich das Vergnügen jetzt für eröffnet zu erklären, muss Sie aber um Verständnis bitten, dass ich ganz gegen meine Gewohnheit leider nicht bei Ihnen bleiben kann, sondern es warten halt noch andere Termine. Ich wünsche Ihnen allen interessante Erdgespräche, gutes Netzwerken. Danke vielmals. Dankeschön. Ja. Vielen herzlichen Dank, Bundespräsident Alexander van der Bellen. Er muss weiter, das Land braucht ihn und wir brauchen jetzt einen weiteren Input. Bevor es losgeht mit dem ersten Talk hier auf der Bühne, nochmal der Hinweis, es wird einige Interviewpassagen und vor allem auch die Inputs unserer Speaker auf Englisch geben. Wer also sagt, das hätte ich gern übersetzt, sehr, sehr gerne. Da unten gibt es noch ein paar, mir fällt kaum das Wort ein, außer Kasteln, aber die Kasteln können Sie sich holen und dann wird das übersetzt in die Sprache, die Sie brauchen und keine falsche Scheu, gern einfach vorbeikommen, aber wenn man nach den ersten 3-4 Minuten merkt, na, ist man doch ein bisschen zu schnell, gar kein Stress, einfach nehmen und dann kann man alle Inputs bestens verfolgen. Damit ist jetzt alles geklärt und es geht los mit unserem ersten Sprecher. Ben RAWLENCE ist ein preisgekrönter Autor, Aktivist und Gründer des Black Mountains College in Wales, das als Reaktion auf die Klima- und Umweltkatastrophe gegründet wurde. Es will kreatives und anpassungsfähiges Denken fördern. Er studierte Geschichte an der School of Oriental and African Studies und machte seinen Master in internationaler Politik an der University of Chicago. RAWLENCE arbeitete in der Afrika-Abteilung von Human Rights Watch. Er schrieb unter anderem für die New York Times und den Guardian. 2012 erschien sein erstes Buch Radio Congo, Signals of Hope from Africa's Deadliest War und 2016 City of Thorns, 9 Lives in the World's Largest Refugee Camp. Sein letztes Buch, der Tree Line, The Last Forest and the Future of Life on Earth, handelt von der arktischen Waldgrenze der Borealwälder und deren Zerstörung durch Klimawandel, Kolonialismus und Kapitalismus. Neon Green Network präsentiert Ben RAWLENCE. Good evening. Guten Abend, Vienna. I'm on the spot. I'm from Wales, which is in the cold, wet, northwest corner of Europe. We're not in the European Union anymore, but we are still on the European continent. You can't argue with geography, as we are all finding out. Now,
I'm not an academic, I'm not a professor, but I'm here representing a very small new university founded focusing on climate change. But my background, as you've just heard, is as a writer, as a storyteller. And as we know at this moment in history, we need new stories like never before. And that's really what this story that I'm going to tell you about shortly is for. It's about thinking of new stories, new ways of thinking about ourselves and our planet and that relationship between the two. So I'm going to take you on a journey, a very short journey up to Wales, but we're going to go the long way round. And I've forgotten my clicker, but I just want to click so you can see a slide. If somebody else can do that for me, or I can come and get the machine. There we are. Shall I take it? Let me take it to do the next one. So the first one is this. So we're going to go to Wales, but we're going to go via Russia, Canada, and Greenland. And we're going to start in Africa. As you saw there, I wrote several previous books about Africa. And about 15 years ago, I was working in the Horn of Africa, covering famine and drought and what was coming to be called at that time climate-driven conflict in the Horn of Africa. Now, I came back to the UK and I was curious, what's going to happen here in Europe if we're seeing these kinds of effects in a very sensitive place in the Horn of Africa, in the Sahel region already? And I started to ask questions. And the more I researched, the more alarmed I became. And one of the most alarming things I came across was this concept of the trees moving north. Not the individual trees moving, but the forest as a whole moving north, turning the white Arctic green. And I thought, wow, how come I've never heard of this before? Other people need to know about this as well. I want to tell other people about this. So I went north to the Arctic, and the first place I went was to Norway. And I phoned up the head of the Sami Reindeer Herding Association in a town called Kautokeino, and I said, I'm interested in the tree line, in the moving trees. Can you tell me anything about that? And the guy on the other end of the phone started laughing. He said, I'm 50 years old. When I was born, the town of Kautokeino was in the middle of the tundra. Now it's in the middle of the forest. This process has been going on for 100 years already, of the forest moving north into the tundra, but we haven't heard about it. So this fact propelled me then around to continue looking into this question. And this next slide is an image from the very farthest north you can get on land in Russia, which is a place called the Taimyr Peninsula. And I was trying to reach the northernmost growing limit of trees. And to get there, you have to fly east of Moscow and then north for a similar amount of time until you get to Katanga, and you drive on the Katanga River for about 3 days in an awful vehicle called a trekol. And possibly you hope to have better companions than I had, which was 2 Russians called Kolya and Kolya. And Kolya like very much weapons and vodka, and they don't believe in climate change. And we drove for 4 days, and finally we got to the northernmost limit of the trees, and we saw these beautiful, tiny larch trees about this high, 400 years old. And we compared the images with the ones I'd been given by scientists 20 years earlier, and it was exactly the same. And Kolya were delighted. They said, you see, Greta is lying. It's a hoax. But of course, while other forests are moving north, like in Norway, Canada, Alaska, in Siberia, it's still too cold. So the temperature had risen
by 30 degrees. The average was no longer minus 60, was minus 30, but still not enough for the trees to start moving. So Collier and Collier were delighted, and I was very shamed by them, but I was delighted to be there. However, the reason I want to show you this picture again of the treacle is because there was another thing that Collier and Collier did listen to, and that is that in the ice on the river, we came across bubbles. And if you put a pin in the bubbles and you light it with a cigarette lighter, you get a flame. And that's because these bubbles contain methane. And you've all heard of permafrost melting on land, but the permafrost on the ocean is way more scary because it doesn't have the covering of trees and of snow. And now that we're losing the polar ice, the sun's rays heat that black seabed, and they heat it up, and it releases more methane much faster than what's happening on land. So this, for me, was another big moment. Why had I not heard about this before? What does this mean? These things like, these tipping points like permafrost, like the Gulf Stream system of currents in the Atlantic, these are very big Earth systems which move very slowly. So the real lesson from that journey around the Arctic Circle, and from there I went to Alaska, to Canada, to Greenland, and then back home to Wales. I would love to stay here for an hour and tell you the stories of all of those places because they're wonderful. But please read the book instead if you'd like to find those out. But the thing I want to emphasize is, having made that journey, I was struck by a couple of things. Firstly, as we say in American, holy cow. I think in German the word is Scheiße. We are in deep Scheiße. We are in deep shit. This is a big problem. And we can't slow this down. We can't stop this from happening. We can slow it down, but we can't stop it from happening. So what do we do? What does that mean in practice? Part of the reason why we're in such a mess, part of the reason why we hear the same thing from our leaders again and again about net zero, about the challenge of climate change, and yet nobody seems able to deliver political change, is because this is not just a scientific problem. It's not just a political problem to be solved with policies. This is a problem of values, of culture, in fact, it's the coda of a 500-year journey of European civilization that has taken us away from nature, that has caused us to see ourselves as separate from nature. It's an intractable problem. And I have a lot of sympathy for politicians, that some of whom I used to work with, who have tried to make change, but who are working in a political environment which is constrained by our society, our economic habits. We are all unsustainable. We are wearing unsustainable things. We are eating unsustainable things every day. And therefore, that brought me then to the question of my own action. What can I do now with this understanding, having met all of these, in many cases, indigenous communities living in the forest, whose culture and way of life was being challenged by the changes that are underway? And I came to the conclusion that this is about culture. At the same time, I was a young parent. I've got two young daughters, thinking, if this is a problem of culture, and I am living in an unsustainable culture, and the job of being a parent is about transmission of culture, then how do I interrupt that process? How do I stop transmitting an unsustainable culture to my children? And how do we as a society stop transmitting an unsustainable culture to our children?
We have to somehow interrupt that transmission. We have to do things differently. So that's where I came upon the principle of education. Education is also about transmission. That is the place where we inculcate morals and values and ethics, where we teach people to think critically, teach our young people to think critically about the world, and to try and imagine their role in the future, and to try and imagine the world differently. So, having worked in journalism and human rights and politics, and working at that front line of policy change, I took a step back. I went back to the woods, or back to the roots. And in Wales, I founded this college called Black Mountains College, which is designed to try and reimagine education for an era of climate change. Essentially, we're trying to reimagine the society that we want to have after climate change. Because this process is, as I said, unstoppable. The only question mark is how fast it moves and how much the amount of change. And what that means in practice, in terms of what the kind of education that we're building there, is that we have to redefine not just what we teach, but also how we teach and where we teach. So you may have heard of this concept of head, hands, and heart. Learning is not just about the logos, the words, the things that happen between the things that happen in your head. You have to engage emotion, you have to engage practical experience at the same time. So we teach outside as much as possible, where nature is the classroom. It's the fundamental principle of the forest school movement. Some people have called Black Mountains College Forest School for Grown-ups. That's a fair description. That's what we're trying to do. We're trying to teach outside in nature, because if we want to be reimagining a new way of doing things for a new kind of civilization, then we need to be doing it in nature. We need to see ourselves as part of nature. And we also then need to be learning from nature. So that other part about the experiential learning is how we learn with our whole bodies. The other thing is the subject. So climate literacy, why did I not know about the boreal forest? Why was that not taught to me in school? Why did I not even understand about climate change until I started to do my own research? What failure of the media, the government, the public education programs had led to a supposedly intelligent man, aged 30-something, not knowing these fundamental facts. Article 12 of the Paris Treaty places a duty on governments to undertake public education. The UN report says no government is actively fulfilling that criteria. So climate literacy, just as important as numeracy and as linguistic literacy. So we put that at the heart of our curriculum. We teach in this holistic way, and we teach in nature outside. So altogether, what that does is it creates, we hope, we've only a year to year 4, we've got 80 students, we're hoping for many more, but what we hope that creates is young people who have a different sense of their role in the world, a different sense of their relationship to nature, and a different sense of their relationship with each other, with their peers. Because there are some other fundamental principles that we can learn from nature, from the forest. And one of them is thinking like a forest. Now, you're familiar with the classic interpretation of evolution that Darwin put forward, that we have selfish genes and we have a competitive evolutionary spirit which leads to speciation and the survival of the fittest. Now, recent research in forest ecology turns that theory on its head, because actually the species which are surviving
best in the forest are the ones which are collaborating best, are the ones which have co-evolved with other species to develop resilience, to develop networks, partnerships, which give them strength when the going gets tough. You may have heard of a phrase called the World Wide Web, the Wood Wide Web. The Wood Wide Web is about the way in which these trees connect to each other under the ground. They look after each other when the going is tough. And in some cases, in the case of pines in Scotland, the granny pines, the old trees, will transfer carbon when they are young and when they're growing to their young. But when they get old, the transfer happens in reverse. The young trees look after the older trees and supply them with carbon as they get old. Now, each individual plant is only as strong, and in fact lives longer, in a vibrant forest where it is supported by a network. Does that sound familiar? From your own communities, from your own towns? These are the kinds of relationships, these are the kinds of patterns and systems that we need to build. So, as well as climate literacy, social and political literacy is at the heart of what we teach. Because, for better or worse, our leaders have failed us. Who around us here, who in this room, sees a government that is acting at the speed and the scale that's required, that we all know is required? I don't see any hands, but... Exactly. I don't either. So what this means is it's up to us, it's up to local, municipal, individual and community groups and networks to build resilience, because the storms that you've had in Austria, that we are having this week in Wales, that the Americans have had over the last few weeks, are nothing compared to the ones which are coming. And there is nothing we're going to be able to do to stop that. We might be able to slow it down. We might be able to reduce the intensity of some of those future storms. But be very clear, the Earth is not getting colder, it's only getting hotter, and there's nothing we can do to reverse that. We can slow it, getting hotter, but we can't reverse where we are now. So that's why thinking like a forest is so important. Building the networks, building the mycelium, if you like, amongst ourselves, both in our communities, but more broadly, whether welcome to Wales, or wherever you are across borders. So that community, that resilience resides in that community. And the last point I'd like to make is that the revolution has to be fun. When the students are coming to us, they're choosing to come to the middle of nowhere, to a cold, wet mountain in a tiny village with 3 pubs, with no cinema, with no lattes and fancy shops. But they love it because we are imagining our own fun. We are imagining new ways of doing things. We are challenging ourselves not to eat plastic, to drink plastic, to wear plastic, to wash plastic away through our washing machines. We're challenging ourselves to lower our emissions, to do things differently, to reimagine systems within our village, within our local area, and indeed at the national level as well. And we're having a lot of fun doing it. So my last plea is, whatever you're doing, try and make sure it's more fun than the other guys. Thank you very much. Vielen herzlichen Dank, Ben Rawlence. Und wir plaudern jetzt ein bisschen über das Gesagte, einerseits mit dem Ben selbst, aber auch mit Verstärkung. Die holen wir uns jetzt auf die Couch. Herzlich willkommen, Künstlerin und Aktivistin Isa Klee. Let's make space for her here. Let's move up. Oder nimmst du den Sessel? Gut. Passt alles. Bitte schön. Wunderbar. Dann herzlich willkommen
Isa in unserer Runde. Du warst selbst Teil der Ausstellung Into the Woods, die im Kunsthaus Wien dieses Jahr stattgefunden hat. Da haben unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler sich mit dem Wald und unserem Umgang damit beschäftigt. Naheliegend, dass da wahrscheinlich was zum Thema Back to the Roots einfällt. Du selbst bist im Rahmen der Ausstellung mit Menschen in den Wald gegangen, um zu sammeln. Warum? Meine erste Frage. Und die zweite, müssen wir denn mit eigenen Augen Natur sehen und begreifen, um uns für sie einzusetzen? Ja, also zuerst mal danke für die Einladung und hallo. Es ist so, dass im Rahmen der Ausstellung eigentlich der Plan war, sozusagen ein Samenarchiv anzulegen und mit dieser Idee zu arbeiten, dass selbst sehr allerweltsarten, sozusagen, also sehr herkömmliche Pflanzenarten auch zum Teil schon bedroht sind, einfach auch in der Stadt. Also es ging darum, Stadtentwicklungsphänomene aufzuzeigen und den Verlust von Lebensraum in Städten. Und es macht natürlich Sinn, mit Leuten direkt vor Ort diese Orte aufzusuchen und ein Bewusstsein dafür zu schärfen, wie wichtig diese Orte und wie auch die Wahrnehmung von solchen Orten und Pflanzen und Arten eben ist, also für die Menschen. Gerade im urbanen Raum und die Urbanisierung global gesehen nimmt halt laufend zu. Und immer mehr Orte, in denen Menschen leben, die sind urbanisiert und es geht auch darum, sozusagen, wie holt man Natur in diese Orte zurück oder wie erhält man sie eben. Und deshalb war auch diese Idee, sozusagen ein Samenarchiv anzulegen mit Arten aus dem Auwald und das mit den Leuten gemeinsam zu tun. Das heißt, wenn man sich diesem Thema widmet, ob jetzt aus Sicht einer Ausbildung, einer Schule oder auch aus künstlerischer Sicht, vielleicht aus aktivistischer Sicht, ist dann ein Schluss daraus, dass das möglichst barrierefrei passieren muss? Zum Beispiel, gehen wir sammeln? Ich finde schon, also ich glaube, dass auch in der Forschung schon langsam so eine Trendwende passiert, also dieses Motto Back to the Roots und jede kann etwas beitragen, das stimmt meiner Meinung nach wirklich. Auch in der Forschung ist es so, dass immer mehr Citizen Science eine Rolle spielt. Also es ist einfach wichtig, dass viele Leute sich engagieren. Gerade im Naturschutz gibt es auch immer sehr wenig Geld, also muss man ehrlich sagen. Also diese ganzen Projekte sind bei weitem nicht ausfinanziert und es ist sehr wichtig, Bürgerinnen und die Allgemeinheit natürlich da einzubinden. Und das schärft gleichzeitig das Bewusstsein und bildet sozusagen auch eine Basis in der Gesellschaft für diese Themen wie Naturschutz, Artenschwund, Schutz von Biodiversität und dann im Endeffekt auch natürlich der Klimakatastrophe. Genau, und ich denke eben, dass es eine große Chance ist, über die Berufsgrenzen hinaus auch so Kollaborationen sozusagen durchzutragen und viele verschiedene Leute einzubinden, wohingegen ich natürlich auch sagen muss, dass es kein Ersatz ist für eine ausreichende Förderung sozusagen von Seiten der öffentlichen Hand und unserer Gesellschaft als politische Agenda. Wie waren eigentlich die prägendsten Reaktionen, die so hängen geblieben sind von den Leuten, die dort waren? Irgendwelche Erfahrungen, die sie mit dir geteilt haben? Ich glaube, für viele ist es tatsächlich sehr angenehm, sozusagen Zeit in der Natur zu verbringen. Also das merkt man, das heißt, dieser Aspekt, den Ben auch gesagt hat, mit einfach gemeinsam lernen und man hat Spaß dabei, das ist etwas sehr Wichtiges, das sehe ich auch. Eben also einerseits im Rahmen der Ausstellung, aber zum Beispiel auch in meiner Arbeit im Verein Ökocampus Wien, wo wir zum Beispiel am Campus der Uni Wien auch Artenschutz betreiben und die Uni Wien als Partner sozusagen auf 6 Hektar Land dann immer wieder involvieren und halt selbst dann dort aktiv werden und gemeinsam einfach Freude an der Arbeit haben. Die Menschen fühlen sich einfach wohl. Ich glaube, der eine oder andere Elternteil wird vielleicht da anknüpfen können. Es gibt ja immer so jeden Tag eigentlich diese 5 Minuten, die die Kinder halt einmal haben. Und wenn man dann Glück hat und in der Nähe von einem Wald ist und durchmarschiert, die haben sich bald erledigt, die 5 Minuten. Also der Wald moderiert auf eine Art und Weise unsere Stimmungslagen offensichtlich auch. Das ist schön. Ben, wenn wir kurz auch zum Wald nach Wales schauen, wenn wir den Zeitplan anschauen, den wir irgendwie einhalten müssen, um nachhaltig was zu bewegen, wie sehr können wir warten darauf, dass Leute gut ausgebildet sind und die Fakten kennen? Oder wie sehr muss das eigentlich zeitgleich gehen, Aktion und Lernen? I don't think there is any particular limit or target. I think this is a moving target all the time, and the more we do now, as the President said, the less we'll need to spend later. But it's already very late, and it's already too late to, as I said, to go backwards.
You know, we are at 1.6 degrees. We will only go up from here, and there are incredible impacts which are locked in from here onwards. So I don't think it's a question of moving back to some kind of sustainable past that we might have once had. It's a question of damage limitation from here on out. And adaptation. And adaptation. And that is about justice. That's about looking after people, making sure everyone has enough food, shelter, water. You know, that's the level of planning which we should be at. Würdest du sagen, das ist das entscheidende Learning oder vielleicht auch der entscheidende Skill, den es braucht, den es zu vermitteln gilt? Oder gibt es irgendwas anderes, wo man sagt, okay, das ist eigentlich der Kern, das müssen Menschen begreifen, um aktiv zu werden? I think there's a fundamental failure on the part of government to communicate the seriousness of the situation and the processes which are involved. So the thing that the sort of key lever in terms of social tipping points, which I would look at, is Article 12 of the Paris Treaty, which every European country has ratified, which has a duty to educate the population on the subject of climate change as a key element of realizing the treaty. That's the key language in the UN document, that if you don't do education, you won't achieve the Paris Treaty. Now, we won't achieve the Paris Treaty because we're already beyond it, but we will achieve a lot more if governments step up and do public education on the scale that they did with COVID. In my country, we spent £1 billion on public education on COVID. How much have we spent on climate education? In terms of TV adverts and radio adverts and things like that. So that's the key point, I think. And then municipal authorities, local government and so on can have conversations about adaptation. They can allocate resources when the public is informed about what's at stake. Ich erlebe das in Österreich auch immer, wenn man dann aber mit den Fakten daherkommt und versucht, diese Fakten zu vermitteln, dann ist es oft schwierig, dass die Leute einem nicht vorwerfen, man malt zu große Katastrophenszenarien an die Wand, man ist zu negativ. Wenn man aktivistisch tätig ist, wie du, künstlerisch tätig ist, hast du für dich irgendeinen Mittelweg gefunden, wo du sagst, so erreiche ich Menschen am besten mit dem, was möglichst nah dran ist an den Fakten? Das ist ein schwerer Spagat, finde ich. Also es gibt ja diesen Ausspruch von einer österreichischen bekannten Literatin, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar, das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, es geht um die Frage der Kunst, wie man auf diesem beschädigten Planeten überhaupt weiterleben kann. Also das ist auch diese Kulturfrage, die Ben auch angesprochen hat in seinem Vortrag. Und ich glaube, in der Vermittlung dieses Anliegens ist vieles einfach in der Kommunikation zwischenmenschlich. Oder es passiert auf einer Ebene, die gar nicht immer nur in Worten passiert, aber einfach auch durch Gesten zum Beispiel, also damit arbeite ich auch sehr stark und es ist einfach sehr, sehr dringend. Also für mich war es auch tatsächlich so, kann ich jetzt nur persönlich sagen, ich habe keine Antwort eigentlich auf die Frage, tatsächlich, weil ich weiß auch nicht immer genau, was bei den Leuten jetzt wirklich gewirkt hat oder was nicht. Aber ich denke, es ist halt so, dass es bei mir einfach so war, ich habe gemerkt, okay, es ist brutal dringend, also auch das Insektensterben eben vor allem. Und es hat mir dann irgendwie auch so, als wäre eine Befähigung gegeben. Ich habe einfach gemerkt, okay, es ist so dramatisch, niemand nimmt das offensichtlich ernst genug. Na okay, da muss ich halt selbst auch irgendwas tun. Und es gibt einfach immer wieder diese Lücken in den Systemen, wo man merkt, ja, es gibt halt jetzt niemanden, der für diese Stelle, es gibt keine Stelle für diese Tätigkeit, sondern dann muss man sie vielleicht selber besetzen oder so. Also so habe ich einfach angefangen zu arbeiten. Und das ist sozusagen jetzt die Rolle, in der ich heute arbeite und für andere Arten tätig bin und für Biodiversität. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich auch selbst befähigt und auch die Situation ernst genug nimmt, um zu sehen, dass eigentlich jede Hand gebraucht wird, um an einer Zukunft mitzubauen. Das ist wahnsinnig bitter, aber ich halte mich jetzt an die, weil du hast gesagt, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Mein Timer sagt, wir dürfen nicht mehr weiter plaudern, um im Zeitplan zu bleiben, aber du bist ja im Anschluss aber noch zum Netzwerken hier, das heißt, jeder, der noch ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen möchte, die Isa ist da. An der Stelle vielen herzlichen Dank an Isa Klee. Danke vielmals. Ja.
Es bereitet mir schlaflose Nächte. Ich denke daran, Tag und Nacht. Ich bete, dass wir Regen bekommen. Mein Name ist Kabale. Ich bin 36 Jahre alt, bin verheiratet, habe 6 Kinder. Ich lebe im Norden Kenias. Dort sind die Leute Viehhirten. Schon als Kind habe ich auf die Tiere aufgepasst. Das Ziel ist, dass sich die Bäuche der Tiere mit genug Gras füllen. Wir hatten 200 Kühe und 130 Ziegen. Also ich gehe mit den Tieren dorthin, wo sie Gras fressen können. Und ich säubere sie. Wenn es heiß ist, bringe ich sie zur Wasserstelle. Ich wechsle immer wieder den Ort, dann bekommen sie genug Weide. Wenn ich die Tiere umarmt habe, dann hat sich das gut angefühlt. Es gibt Tiere, die sehen dich von Weitem, sie kommen zu dir und reiben sich an dir. Die meisten Leute lieben ihre Tiere. Und das Tier liebt die Person, die ihm jeden Tag folgt. Ich habe auch meinen Tieren geholfen, Junge zur Welt zu bringen. Also ich helfe beim Drücken, ich massiere, ganz langsam. Sofort nach der Geburt trage ich das Ziegenbaby und wasche es. Man hängt dann an der jungen Ziege. Wenn man Kühe richtig züchtet, dann vermehren sie sich. Als ich heiratete, trug ich traditionelle Kleidung. Mein Mann war gut aussehend und stark. Ich hatte eine gute Figur und ein sehr hübsches Gesicht. Dann, wir blieben ohne Regen. Der Boden wurde staubig. Die Bäume vertrockneten. Für die Tiere gab es kein Gras zum Fressen. Diese Dürre würde anders sein. Die Temperatur wurde so hoch, wir konnten nicht einmal draußen herumlaufen. Als das erste Tier starb, dachten wir erst, es sei von einer Schlange gebissen worden. Eine Kuh war ausgemagert. Einige konnten kaum aufstehen. Sie streckten ihre Beine dann von sich. Andere fielen seitlich zu Boden. Bei einigen hörte man Laute als Zeichen des Sterbens. Nach 7 Tagen verloren wir die nächste Kuh. Ich war entsetzt. Ich ging an andere Orte und suchte nach Gras. Um an mein Ziel zu kommen, ging ich einmal 13 Stunden. Ich habe versucht, die Tiere aufzupäppeln. Ich habe Spritzen gegeben. Wenn sie nicht selbstständig fraßen, dann fütterte ich sie. Wenn ein Tier Hunger hat, dann wird es nicht gerettet werden. Wir waren sehr enttäuscht, konnten nichts tun. Eine Person, die Selbstmord beging, hatte 200 Kühe verloren. Als wir jung waren, da konnten wir unsere eigenen Brunnen graben. Jetzt gehe ich jeden 2. Tag, laufe stundenlang und suche nach Wasser. Wir haben kein Wasser. Die Zahl der Tiere ging immer weiter zurück. Das war die Zeit, als der Hunger unsere Familie heimsuchte. Jetzt sind Menschenleben in Gefahr. Ich bete, dass wir Regen bekommen.
Im Moment haben wir 4 Kühe. Keine Ziegen. Mein Mann ist 7 Jahre älter als ich. Und jetzt sieht er jünger aus. Wenn ich ein Foto von mir vor 5 Jahren zeige, sagen die Leute, das bin nicht ich. Danke an Schauspielerin Masengu Kanyinda und Cellistin Schöfmann. Vielen herzlichen Dank. Und das, was wir gerade gesehen haben, das ist ein Klimamonolog, einer von mehreren, den es mittlerweile gibt. Und den Kopf hinter diesem Projekt, das ist Regisseur Michael Ruf und der ist heute auch hier. Dementsprechend herzlich willkommen. Hallo Michael. Hallo. Michael, erzähl bitte, was ist die Idee hinter dem Projekt? Was hat dich zu dem Projekt bewegt? Also die Idee dahinter ist, die Dringlichkeit der Klimakrise zu zeigen. Zu diesem Zweck habe ich sehr ausführliche Interviews geführt, vor allem mit Menschen aus dem globalen Süden. Wenn wir jetzt die Klimamonologe in voller Länge zeigen, dann sind es eben 4 Geschichten. Geschichten aus Kenia, die wir eben gehört haben, aber auch Bangladesch, Pakistan und auch eine Geschichte aus dem globalen Norden, aus Kalifornien. Ich habe also sehr lange Interviews geführt. Ich habe diese Interviews lediglich gekürzt, verdichtet, in eine dramaturgische Form gebracht. Aber es ist wichtig zu erwähnen, dass nichts hinzuerfunden wurde. Auch die sprachliche Ausdrucksweise dieser Personen wurde beibehalten. Also wortgetreues oder wortwörtliches Theater. Vielleicht noch eine zweite Kurzbemerkung. Es gibt mittlerweile ein ganz großes Netzwerk an SchauspielerInnen, MusikerInnen und SängerInnen. Das heißt, es sind immer regionale Künstler und Künstlerinnen, welche die Klimamonologe darbieten. Das heißt, wenn ihr selbst in der Klimabewegung aktiv seid und möchtet, dass die Klimamonologe oder jetzt wie heute ein Klimamonolog in eurer Stadt, an eurem Lebenskontext, in eurem Lebens- oder Arbeitskontext gezeigt wird, mit diesem sehr, sehr großen KünstlerInnen-Netzwerk können wir das mit vergleichsweise wenig Aufwand zusammen realisieren. Auch heute waren es 2 Wiener Künstlerinnen, die das gemacht haben. Mit anderen Worten, mit dieser Arbeit mit lokalen Künstlerinnen ist dieses Theaterstück sehr einfach einladbar, quasi an jedem Ort, zu jedem Zeitpunkt aufführbar. Vielen Dank, dass wir es heute sehen durften. Und wer sich jetzt denkt, das wäre doch was für mich, merken Sie sich dieses schöne Gesicht. Er ist später beim Netzwerken und da gern einfach keine Scheu ansprechen und die Klimamonologe in die eigene Umgebung holen. Vielen herzlichen Dank an Michael Ruf. Und eigentlich ist es ja egal, welche Statistik man so anschaut, wenn man welche präsentiert kriegt in den Medien. Man kann ziemlich sicher sein, die skandinavischen Länder sind irgendwo bei den Besten dabei. Irgendwas haben die offenbar verstanden, was wir noch nicht ganz gekneist haben, nicht so ganz kapieren, könnten aber bei der Beurteilung aus der Ferne auf alle Fälle behaupten. Wie es wirklich ist, ob da was dran ist, das erfahren wir jetzt. LINA BURNELIUS ist Expertin in Klima- und Landnutzungsfragen und arbeitet als internationale Koordinatorin für die NGO Protect the Forest Sweden. Mit ihrem interdisziplinären Wissen setzt sie sich von der lokalen bis zur globalen Ebene für nachhaltige Entwicklung ein. Ihr Hauptfokus liegt auf dem Schutz, der Wiederherstellung und der klimaverträglichen Bewirtschaftung von Wäldern. Ihr Credo ist das Recht künftiger Generationen auf einen bewohnbaren und gesunden Planeten sowie das Recht indigener Völker, Eingriffe in ihr Land abzulehnen. Ökologische Forstwirtschaft bedeutet für sie, die planetaren Grenzen bei der Deckung der gesellschaftlichen Bedürfnisse zu respektieren.
BURNELIUS will die Politik bei der Umsetzung internationaler Abkommen in die Pflicht nehmen und so für einen Übergang in eine ökologische Forstwirtschaft sorgen. Neon Green Network präsentiert LINA BURNELIUS. Thank you for having me. On one hand, we are meeting in Vienna today, but on the other hand, we are meeting on this one-of-a-kind floating rock out in space. This is our only house. There is no planet B. We need to start to take action. We are the ones who need to enable a plan B. Business as usual is clearly not working. We urgently need to stop overshooting, exceeding this planet's boundaries. And we urgently need to stop leaving people behind in shortfall. This is not safe. This is not fair. Along our prevailing, very unfair business-as-usual pathway, we, some more than others, have put way too much greenhouse gas emissions up in the atmosphere, and we have safeguarded far too little biodiversity down here on Earth. And as a result, we are speeding towards tipping points, physiological tipping points beyond human control. Domino effects that equal unimaginable amount of even more shortfall. More animals and people will starve, flee, die, and suffer. We are talking about fires, floods, droughts, and crop failures on scales that words to describe them do not even exist yet. I want you to know that every fraction of a degree matter. Every ecosystem saved matter. Every tipping point mitigated matter. Addressing this double trouble, it's about justice. It is about animal rights, it is about human rights, and it's about safety. It all boils down to time. What is the safe thing to do in time? Imagine that you've been diagnosed with cancer and you meet your doctor. He tells it like it is. This is really troublesome. This is a crisis. We do not have cancer fully figured out, but the scientific evidence is clear. It all boils down to time. We have a critical window of opportunity in which we need to act. We need to do this before you reach metastatic state. There's a few do's and don'ts. We need to put you on chemo and radiation and other type of treatments. It will be hurtful. There's a few don'ts. You need to change the way you move around. You need to change what you're eating. You cannot continue to feed this cancer. It will be inconvenient. Imagine your surprise and your relief when the Swedish government swoops in, holding hand with a Swedish company, I might add. And they tell you, this sounds stressful, inconvenient. No need to worry. We have this new technology. It's green, it's fair, it's sustainable, it's certified. Actually, IKEA made it. So you can stay at home. No need to worry. It's an easy pill to swallow. It is first, much later, when you need a fine print of this pill, that you will learn that you will be cancer-free first when you are 110 years old. Far too little, far too late. They did what they always do best. They swoop in, they greenwash you, and they take out the aspect of time.
In this metaphor, I just want to be super clear. Moving forward, during my talk, I want you to know that in this metaphor, the one who was diagnosed with cancer was your child. We have, in other words, a very, very unfair and very, very urgent crisis at hand. And we do not have this fully figured out, but the scientific evidence is clear. It all boils down to time. We have a critical window of opportunity in which we need to act. There's a few do's and don'ts. And in sake of time, I'm only going to name a few. But we do need to phase out fossil fuels, some faster than others. We need to restore and protect 30% of the ocean. We need to decrease our energy demand. We need to bring back season to the food store. We need to get rid of fashion seasons in clothing and furniture stores. We need to fundamentally redefine our relationship to land use, to agriculture, and to forests. Forests. I'm going to zoom in and talk about forests' role in this today. You've heard this story before, how big, multi-international mega companies are expanding into this last remaining flourishing, withholding a bedrock of life, astonishing, beautiful forest ecosystems. They silence and threaten and push away indigenous peoples. They are wiping away entire ecosystems. They are backed by the government so they can tear out protection, and then they expand even further on the ground, puncturing the planet's lungs, emptying the carbon storage, wipe away biodiversity and species, all in order to plant monocultures, one crop of one kind, in perfect harvest line, all in order to feed their suppliers this climate bomb of an industry that is producing foremost climate-damaging end products for consumers, foremost in the global north. I don't know how many of you who now thought of the Amazon, but that was the description of my home country, Sweden. The Swedish forestry model is famous for every tree we log, we plant 2 new ones. That specific choice, that specific model, that is the factor with the strongest negative impact on biodiversity. No other Swedish industry poses a greater threat to the survival of species and biodiversity than the Swedish forest industry. The same industry that is also famous for its fossil-free solutions are alone emitting more CO2 than all of Sweden's other terrestrial emission sources are emitting combined. No other Swedish industry has this big carbon footprint. So if you only take away one sentence from my talk here today, it is when it comes to forestry, do not listen to Sweden. But I know it's hard, because they are indeed swooping in everywhere. Their greenwashing is everywhere. They're holding hands with the government everywhere. And that's their main tactic. Holding hands, corruption, and greenwashing. One tactic that they did not come up with on their own, I might add. They just simply stole the fossil fuel and the tobacco company's playbook, and they use it against us. Create some doubt. Cherry-pick facts. Shift the baseline. Delay, delay, delay. Greenwash. Hijack the narrative. Rewrite key definitions in laws. Delay, delay, delay. Silence. Threaten. Scale up, divide, and conquer. Start culture wars. Delay, delay, delay.
So naturally, a big part of my job is to do all in my power to force this industry into truly sustainable forestry. And I need to add the word truly before sustainable, because sustainable is one of those words which they have hijacked and just filled with greenwashing. But truly, again, sustainable forestry is as simple as following 3 simple rules. Where can we have forestry? How, with what method should we use on land that can be logged? And what should we produce? Because society needs both forestry and products from forests. If you start to follow these simple 3 rules, you will create a win-win-win-win for society. You will safeguard carbon stocks. You will have truly functioning carbon sinks. You will safeguard biodiversity. You will safeguard local jobs, clean water, clean air, the ability to learn, mushrooms, berries, recreation, and culture. In a saved forest, in a restored forest, and in a forest where we have ecosystem-based, truly sustainable forestry, all of us can live and thrive and survive. Species can survive, and many can live off the land. You can use the land without abusing the land. Sorry, I need a little bit of water. Now I just outlined briefly what we are standing for and what this truly sustainable forestry means, so that you know what we stand for when we stand up against this industry, because that's what we do. And this is by no means a woman show. It feels really weird to be here alone, given the fact that we are a fast-growing grassroots movement for justice. We are doing all in our power to put a spotlight on Sweden's greenwashed, neo-colonial, globally famous, FSC-certified sustainable forestry model. The same model that systematically break the same 3 rules. They go where they shouldn't go. We all know old-growth forest is a no-go zone. They go there every day. 99 out of 100 times they carry out the most climate and biodiversity harmful tree replanting method. And lastly, and I know it's shocking, but the majority of this precious biomass that they do take out of these ecosystems are burned as energy, as single-use paper, as packaging, and as fuels. Fully informed, they are systematically breaking these rules, and they are moving enormous amount of carbon out of the stock where it belongs into the atmosphere, when it makes our planet even more unsafe and unfair. Sweden isn't the leader on sustainable forestry. We are the leader, though, on greenwashing unsustainable forestry. Now I'm going to zoom in on their favorite greenwashing. So this is something that I hope that you will remember. Due to their model, we are foremost losing forests, not trees. Again, this is an ever-expanding industry on the ground, and forests are not renewable. Forest is an ecosystem that we can protect and restore, but man can only replant trees. Many replanted trees does not form a forest, it forms the opposite. IKEA isn't forest positive. Europe isn't forest positive. We don't have more forests than ever, we have more trees than ever. That is not the same thing. Think of it like this: a soy plantation, not a rainforest. A tulip field, not a meadow. A spruce plantation, not a forest. These plantations are, however, climate bombs. Please note that even if they plant many, many, many trees that grows really, really, really fast, the emissions that were created from their logging practices and from their products are so big that it takes many decades for these biodiversity harmful tree plantations to even begin to take
back and start to paying back this enormous carbon debt. Time that we do not have. But the general public still doesn't know this, because this industry has swooped in on enough arenas and they have successfully taken out the aspects of time. The urgency is lost. Me, my friends, and my allies, we look like fools. Alarmist even. And that is what they want. That creates yet another gap, and they can swoop in once again, and business as usual can cash in on yet another quarterly report, and that is the bottom line, told up front. Every day, they are putting their profit over everyone and everything they share this house with. Behind me is a document that proves what I am saying. It's not just my words. This is a document written by the forest industry themselves, and I'm going to read a few words out loud. We are concerned over the short time frames for emission reductions that has been established under the climate regime. If the shorter timeframes were imposed on the forestry sector, these can lead to decisions to preserve carbon stocks in the short term. They know. They know. And if you are still not convinced, I'm also going to read from the last part of this document. Again, this is their own words. A strategic long-term initiative for communicating widely and influencing policy will be required. A key arena is the EU policy processes. And they have been busy. Not only is this industry producing climate-damaging, short-lived products out of irreplaceable, non-renewable forest ecosystem, they are defending this climate scam of a model on the European arena. They followed their to-do list, and they were successful. Long story short, they watered down, and they blocked, and they delayed everything related to forest, packaging, energy, etc. And as a result, all of these policies are now just a shell game. They are moving around carbon on paper, and they are increasing the carbon emissions in reality. Society is best described as a bus traveling towards a cliff, and all these so-called climate targets and initiatives and COPs and laws and directives, they are just as insufficient as hitting the brake first when the bus is midair. Because Swedish and Nordic companies and Nordic governments and all their allies, they are so good at what they are doing. They have so many powerful players so wrapped around their greenwashed fingers that we often put them in the driving seat. The only way to describe what is going on through the northern part of Sweden is to call it for what it is. This is the epicentrum for false climate solutions. Sápmi, home of the indigenous people, is now sacrificed for their green transition. Spoiler alert, the green fuels, the green paper, the green steel, the green mines, the green energy, it's not that green. It's red. Bloody red. In its literal form. Every day, they are carrying out human rights violations. I'm going to zoom in on what they are doing to the forest land, protected by all these climate goals and this Green New Deal and all the other directives. After only 60 years,
companies that are 60 years young in ecosystems that stood tall since time immortal. After only 60 years of FSC certified sustainable forestry model, as much as 71% of the lichen-rich forests that are crucial for the survival of the reindeer and thus the whole indigenous Sami culture are already disappeared. 71% of the land that can feed the reindeer have already disappeared. The Sami communities are sounding the alarm. And now I'm going to read a quote from a Sami friend of mine. The reindeer are starving. We are slowly dying. And by we, I mean all of us. You as well. The reindeer have survived here in this harsh Arctic climate since time immortal. Not even the reindeer can survive any longer. You should all be alarmed. But this industry, they just continue. They pick up their playbook once again and then they start yet another culture war. They scale up their divide and conquer, all with the aim to silence science-based demands, campaigns, and foremost, silence indigenous people's knowledge. Knowledge that could be easily translated into one very, very telling statistics. 80% of the biodiversity left here on our only house can be found in territories where indigenous people have some sort of stewardship or say. So next time, because there will be a next time, someone has a green idea and someone managed to create a little doubt, always side with the indigenous peoples and not with extractivists. Protect our protectors. Especially now when I'm going to repeat one of the first sentences of my talk, because we have put way too much greenhouse gas emissions in the atmosphere and we have safeguarded far too little biodiversity down here on Earth in order to navigate ourselves as safely as possible during this double trouble. We need to safeguard more forests. There's no way around it. There has to be a joint understanding that old-growth forest is a no-go zone. Old-growth forests still have the biodiversity intact. If they are allowed to remain, they also have the carbon stock intact. And it has not been it has not been replaced by a false planted sink. And we do not want forestry to cease to exist. As I told you, we want them to follow the 3 rules. Where, how, what? They, on the other hand, are fighting tooth and nail. Oh my God, tooth and nail to get away with expansion, monoculture, and burning. How do you stop someone who has their mind set on harmful expansion? You stand in their way. And when they use their playbook against you, you stand your ground. That is how every peaceful civil society movement have ever worked in the past. Peaceful protesting and telling the truth. We are right, they are wrong. The carbon belongs in the ground, so we stand our ground. Because the house is on fire. We can't burn ourselves out of this heating crisis. We cannot continue to burn fossil fuels, but we cannot listen to the forest industry and simply make a fuel switch from fossil fuels to biofuels. We cannot simply make a switch from single-use plastic to single-use paper. We need to break free from short-lived, from throwaway, from single use, from burning. Our house is on fire, and not only did the arsonist
silent the smoke alarm. They left their kid inside and then they fed their babysitter sleeping pills and go back to sleep greenwashing lullabies. Green, certified, sustainable, replanted, compensated. Our house is still on fire, so we need to be the smoking alarm, the fire alarm. They can call me what they want, an alarmist even. We also need you. Support your local justice group. Take part in any type of restoration project. Join the youth climate marches. And when you are ready, advocate, speak up, write open letters, sign open letters, set up petition, reach out to traditional media, especially local media. Share on social media, join workshops, join protests in the street or in the forest or whatever. Find a topic that's close to your heart and show up. I know it can be scary to start to take action. We all know what we are up against. But I can tell you something personal and magnificent. You have very, very little to fear. When you start taking action, the one you are becoming will catch you, as will we. Join the justice movement. Thank you. Vielen herzlichen Dank, LINA BURNELIUS. Ich denke, wir haben einiges, worüber wir reden müssen und das tun wir jetzt. Und einerseits tun wir das mit der LINA und andererseits auch mit einer Ressourcencampaignerin von Global 2000. Herzlich willkommen, Anna Leitner. Hallo Anna, machst dir gern bequem bei uns. Wir haben gerade einiges gehört über Situationen, wo ein Markt vielleicht freidreht und sich selbst die Regeln macht. Jetzt gibt es sie aber doch, und bei Global 2000 seid ihr damit ja auch intensiv beschäftigt. Es gibt doch Regeln. Wir lesen doch immer das Lieferkettengesetz der EU, das kommt, haben wir lang gelesen, dann ist es irgendwann da. Jetzt haben wir doch was und alles ist gut, oder? Ich frage bewusst naiv. Ja, das wäre schön und das wird uns jetzt alle beruhigen. Glaube ich, nach Linas Rede, würde uns das alle beruhigen, wenn wir jetzt sagen könnten, es ist ja so viel passiert politisch, es hat ja diese Fortschritte gegeben in den letzten Jahren, Green Deal und so, und wir sind schon auf dem richtigen Weg, gerade Internationale Energieagentur, die neuesten Zahlen wirklich nochmal rauf revidiert, so viel Photovoltaikzuwachs. Wir haben ja die grüne Bioökonomie, bin auch nächste Woche auf einer Veranstaltung, wo ich sehr gespannt bin zu dieser grünen Bioökonomie in Österreich. Aber leider gibt es die Beruhigung nicht, weil statt tatsächlich die Gesetze zu machen, die notwendig sind, werden Gesetze gemacht, die möglich sind. Und die möglich sind unter dem Einfluss von eben dieser starken Lobbys, aber vor allem unter dem Einfluss ganz zugrunde liegender Annahmen, die wir haben in unserer Gesellschaft und in unserer Wirtschaft, nämlich, dass wir wachsen müssen. Und alles, was jetzt tatsächlich das, was wir momentan haben an Industrie, was wir momentan haben an Ausbeutung an Ressourcen und Menschen einschränken könnte, ist eine Gefahr. Sobald es ernst wird, müssen wir deswegen zurückrudern in der Politik, die wir machen, weil
Die schwedische Nationalökonomie ist davon abhängig, dass die schwedischen Firmen wachsen für das Wachstum, weil Pensionssysteme und Sozialsysteme dran gekoppelt sind. Die österreichische Nationalökonomie ist gekoppelt an extraktive Industrien. Genau wie in den meisten Ländern weltweit sind wir gekoppelt an das Wachstum und haben deshalb kalte Füße, wenn die Gesetze tatsächlich greifen könnten. Und das Lieferkettengesetz ist verabschiedet worden mit sehr viel Delay, um LINA zu zitieren. Ja, also es wird in den nächsten Jahren, sofern es nicht wieder blockiert wird, so wie zum Beispiel die Entwaldungsverordnung jetzt verschoben wird um ein Jahr, gerade letzte Woche in den Medien groß, wenn es denn kommt, dann kommt es in 2027 für die ersten Unternehmen, nur die ganz, ganz großen, 2028, 2029 erst für andere. Aber wir wissen ja, wir müssen heute aufhören mit Klimazerstörung und Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen weltweit. Eben auch nicht nur im globalen Süden, sondern auch in Europa. Und ich kann einfach nur 100.000-fach unterschreiben, diese Übermacht ist so intensiv, wir müssen uns dagegen zusammentun. Wenn man jetzt aber in so politischen Prozessen auch als NGO teilnimmt, dann hört man wahrscheinlich ganz oft das andere, ja, aber damit macht man die Wirtschaft hin und dann Arbeitsplätze verlieren, Armut, Sozialsystem, der ganze Rattenschwanz, der dranhängt. Wir haben jetzt ganz viel davon gehört, wo die Reise nicht hingehen darf. Wo muss denn die Wirtschaft hin? Wir verzichten auf so viel momentan. Wir verzichten auf Bewegungsfreiheit, die unseren Körpern gut tut und der Umwelt gut. Wir verzichten auf gemütliche Wohnungen, wo es nicht zieht, die isoliert sind. Wir verzichten auf Unabhängigkeit von Diktaturen und autokratischen Regimen für unser Energiesystem. Und wir verzichten auf all das ja bewusst als Gesellschaft, weil wir die Entscheidungen momentan so treffen, dass sich einige wenige bereichern. Wir brauchen uns nur die Ungleichheits- und Ungerechtigkeitsstatistiken anschauen in der Vermögensverteilung. Wo die Wirtschaft hin muss, ist in der Wissenschaft immer klarer, nämlich es gibt nicht eine Lösung, sondern es sind dezentralere Lösungen, es ist ein regeneratives Wirtschaften, feministischeres Wirtschaften und über all die Themen wird gerade, und das ist vielleicht so eine Positive Note, ganz, ganz viel mehr gesprochen noch als vor 10 Jahren, weil eben, glaube ich, auch mit den letzten Jahren so klar geworden ist, der Fokus rein auf Klimaschutz, der wird ausgenutzt von Industrien, die uns sagen, hier, diese Technologie, die ist genug. Lina, während ich dir jetzt zugehört habe, ist in mir so einerseits dieses Bewusstsein noch stärker geworden, dass dieses Problem sehr, sehr, sehr groß ist, vor dem wir stehen, diese Bedrohung sehr groß ist. Andererseits habe ich für mich auch den Impuls gehabt, boah, die Frau, die da drüben steht, die macht das, was sie macht, wahnsinnig gut, wahnsinnig leidenschaftlich. Ich kann mir ein bisschen zurücklehnen hinter dem, was sie, glaube ich, besser kann, als ich könnte. Und ich nehme an, das ist nicht die Reaktion, die du gerne von Menschen wie mir hättest. Was erwartest du dir denn von uns? Was brauchen Aktivistinnen und Aktivisten von Menschen, die vielleicht weniger Mut haben? Oh, I think it's very important to underline that not only is everyone welcome, everyone is needed. The best ideas are yet to be found, and if you want to have an inclusive, fair society, you need to start to make those connections, and you need to bottom up have this resistance movement, similar to how a resilient, functioning forests are working. The resilient resistance movement has to be the same. You need all types of species in all type of age classes, and the same is the resistance movement. We are stronger when we are biodiverse in nature, and we are stronger when we are diverse, when we make
this much needed resistance that we do need. And then I think it's important for people to know that you don't have to know anything. You don't have to have a certain skill set. You just need to show up. Das heißt, der erste Schritt, wenn man hier rausgeht, kann sein, sich irgendwo bei einer NGO anzuhängen, bei Aktivisten und Aktivistinnen anzuhängen. Man kann das in Schweden tun, der naheliegendere Weg bei uns wäre was Österreichisches. Was sind denn, wenn man den österreichischen NGO-Markt, das ist ein wahnsinnig blödes Wort, überblickt, tut mir leid, was sind die besten ersten Anlaufstellen? Wo gehe ich jetzt hin? Direkt von den Erdgespräch-Publikumsteil quasi noch in den Vernetzungsteil zu unserem Infostand von Global 2000. Kleine quasi Eigenwerbung. Na, aber ehrlich gesagt, wir haben ein irres Privileg, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Zivilgesellschaft möglich ist. Noch. Ja, also solange rechte Regierungen und Rechtsextreme das nicht sehr viel schwieriger machen. Und das kann verschiedenste Formen annehmen. Eine davon kann sein, dass man sich bei Global 2000 dem Team aktiv anschließt. Es gibt so viele Petitionen, Möglichkeiten, eben auch, wie Lina gesagt hat, bei Renaturierungsprojekten mitzumachen. Es gibt eine unglaubliche Vielzahl auch Sozial- und Gerechtigkeitsorganisationen und wir alle, und ich glaube, da spreche ich wirklich für die ganze Szene, brauchen Menschen. Wir brauchen die Unterstützung, wir brauchen die Menschen, die davon weitererzählen, dass man es machen kann, die mitmachen, die es teilen, die wir mitnehmen zum nächsten Treffen. Wir sind nur gemeinsam viele und wir sind nur gemeinsam stärker als die weiter zerstören wollen und verschieben wollen. Szene ist ein viel schöneres Wort als Markt, also eindeutig. Vielen herzlichen Dank dir für die Einblicke, vielen herzlichen Dank an Anna Leitner. Danke vielmals. Von den Borealwäldern schauen wir jetzt zu den Tropenwäldern und holen uns jetzt einen Mann auf die Bühne, der mit seiner Kamera eine Frau begleitet hat, die einige, die vielleicht in den letzten Jahren mit dabei waren, schon gut kennen. Sie war 2022 Sprecherin hier bei den Erdgesprächen. Wir haben sie auch im Intro gesehen, in dem Video, das wir zur Einstimmung gemeinsam gesehen haben, Juma Shipaya. Sie ist die Anführerin eines indigenen Stammes im brasilianischen Regenwald und dort kämpft sie mit der indigenen Gesellschaft gegen illegale Goldgräberei. Und darüber gibt es im kommenden Jahr einen Dokumentarfilm und darüber sprechen wir jetzt mit dem Regisseur. Herzlich willkommen, Richard Ladkani. Herzlich willkommen. Wir sehen schon ein eindrucksvolles Bild, im Bewegtbild macht es gleich noch mehr her, aber was ist denn die wichtigste Botschaft des Films, der im nächsten Jahr dann zu sehen sein wird? Ich glaube, dass sich das Kämpfen auszahlt und dass es auch Hoffnung gibt, weil also wir haben jetzt das Glück gehabt, Juma über 5 Jahre hinweg zu begleiten und es war ein sehr, sehr interessanter Weg, weil begonnen hat alles während dem Regime von Bolsonaro, der damals ja wirklich aufgefordert hat zur Zerstörung des Regenwaldes und Leute motiviert hat, hineinzugehen, den Wald niederzubrennen, sich zu holen, was sie holen können. Und Juma war damals eine Aktivistin, die wirklich an der vordersten Front gekämpft hat. Sie hatte bis zu dem Zeitpunkt, als ich sie kennengelernt habe, 6 Attentate auf ihr Leben überlebt. Kurz bevor ich sie das erste Mal kennengelernt habe, wurde sie vergiftet und landete auf der Intensivstation auf einem Ventilator. Und das war lange vor Covid, dass sie am Ventilator hing und die
Doktoren haben mir eigentlich keine Chance mehr gegeben, weil sie 80% ihrer Organe schon nicht mehr funktioniert haben, ja, haben aufgegeben und sie war kurz vorm Tod und hat aber beschlossen, irgendwie in einer Vision zurückzukommen und den Weg als Kämpferin zu wählen, und wenn sie stirbt, dann will sie kämpfen sterben und nicht in einem Bett. Und da habe ich sie kennengelernt und da hatten wir dann angefangen zu drehen an diesem Film. Es war noch kurz vor der Pandemie, dann ist die Pandemie gekommen, aber der Kampf ging dort weiter und ich habe eine Szene mitgebracht, die ich zeigen werde, 40 Sekunden, die ungefähr erklären, was das für eine Frau ist, die nie aufgibt und die für ihr Erfolg kämpft. Und vielleicht schauen wir uns das mal kurz an, weil das zeigt ganz gut, um was es hier geht und auch um was für eine Frau es hier geht. Davor ein wichtiger Hinweis für alle, die im Stream mit dabei sind. Aus rechtlichen Gründen können wir diese Szenen im Stream nicht zeigen, aber bitte bleibt dran, wie gesagt 40 Sekunden, dann sind wir wieder in all unserer Schönheit und Pracht hier. Für alle im Saal, hier ist der Filmausschnitt. Es zeigt den Moment, wo sie beschossen wurden von der Regierung Bolsonaros und vertrieben wurden wie wilde Tiere vor den Palästen. Und was wirklich bemerkenswert war, ist, dass Juma als Letzte übrig geblieben ist. Alle sind weggelaufen. Sie hat sich um diesen einen Mann gekümmert, der angeschossen war. Und es war bemerkenswert, weil sie als Anführerin zurückgeblieben ist. Was aber auch toll ist, dass wir im Rahmen dieser Dreharbeiten, die ja bis 2024 fast gingen, einen Regimewechsel hatten. Lula kam an die Macht und Bolsonaro wurde abgewählt. Und was wirklich bemerkenswert war, warum sich das Kämpfen auszahlt, ist, weil Lula hatte damals den Indigenen Macht gegeben und hat es ihnen versprochen und das auch eingelöst, indem er das erste Ministerium für indigene Völker gegründet hat in Brasilien, das erste, das sie jemals hatten. Und Juma Jipaya wurde in die Regierung berufen als Secretary of Indigenous Rights und wurde damit zur zweitmächtigsten Frau in diesem Ministerium. Und da hat man gesehen, wie sich ihr Kampf, ja, der begonnen hat, als sie 14 war, ausgezahlt hat und sie plötzlich an die Position gekommen ist, wo sie wirklich was verändern kann. Das haben wir im Film aufgegriffen. Entschuldige. Und waren dabei, als diese Transformation stattgefunden hat und wo die Indigenen das erste Mal die Möglichkeit hatten, wirklich für ihr Volk was zu tun und im Amazonas was zu erreichen. Und many thanks. Und was aber auch bemerkenswert war, ist, dass sie hatte sich während unserer Dreharbeiten in einen Mann verliebt, den dann auch geheiratet. Und dieser Mann heißt Hugo Loss. Und der wurde unter Lula befördert zum Chef der Spezialeinheit der Umweltbehörde IBAMA. Und IBAMA ist ziemlich einzigartig, weil es ist eine Special Force wie Delta Force oder wie die Cobra hier, die sich aber für die Umwelt einsetzt. Unter Bolsonaro wurde diese Organisation extrem runtergespielt und klein gehalten und Lula hat ihnen wieder Macht gegeben und hat gesagt, ihr sollt rausgehen und den illegalen Raubbau bekämpfen. Und was da sehr interessant war, ist, dass der Fokus der Gruppe war, und das war wirklich bemerkenswert, da haben wir wirklich auch was gelernt, auf die illegalen Goldminen in Brasilien, im Amazonas. Und was ich dann verstanden habe und gelernt habe, ist, dass die Goldminen sind der Ursprung des Übels. Sie sind wie ein Krebsgeschwür, das überall im Amazonas auftaucht. Es gibt Tausende davon. Und sie sind der Beginn der Abholzung.
Denn was passiert ist, die Illegalen gehen rein in den Amazonas und suchen sich Gold. Dann bringen sie Infrastruktur dorthin, holzen erstmal kleine Bereiche ab, um dieses Gold aus dem Boden zu schürfen. Das schwemmen sie aus dem Wasser, also eigentlich aus der Erde, indem sie es mit Flüssen vermischen. Und dann versuchen sie es mit der Hilfe von Quecksilber aus dem Boden zu holen und vergiften die Flüsse, die die Indigenen brauchen, um zu überleben. Und wenn sie das gemacht haben, schwächen sie das gesamte Ökosystem und danach kommen die ersten großen Maschinen, werden hineingebracht, oft mit Booten, Excavators, also riesige Bagger, die das Ganze aufgraben und dann wiederum bauen sie die ersten Straßen und mit diesen Straßen beginnen die Trucks zu kommen, die die Abholzung beginnen und so breitet sich alles aus. Und die Barmer-Behörde, die bekämpft die Mineros am Anfang und versucht, ihre Infrastruktur zu zerstören. Da habe ich noch einen Clip mitgebracht, wenn wir uns den noch anschauen können. Vielleicht diesmal ein bisschen lauter machen, es war ein bisschen zu leise, damit wir jetzt zeigen, was die machen. Hallo. Ich hatte also die Gelegenheit, über 6 Monate hinweg mit dieser Special Force Einheit in den Dschungel zu gehen und an diesen Ursprung des Übels zu kommen. Das ist das, wogegen Juma eigentlich angekämpft hat. Und wir waren dabei, wie die Ibama, also eigentlich, das war jetzt Hugo, ihr Mann, ja, mit seiner Spezialeinheit diese Illegalen bekämpft hat. Und das war durchaus extrem spannend. Ja. Wie ist es eigentlich für Juma selbst, wenn jetzt dieser Film rauskommt? Ich meine, der wird ja unter anderem, das haben wir bislang noch ausgelassen, von Leonardo DiCaprio produziert. Also sagen wir mal so, es wird ein bisschen eine mediale Aufmerksamkeit geben für diesen Film. Welche Folgen hat das für Sie? Es ist eigentlich für die ganze Familie extrem gefährlich und es ist wieder auch ein Opfer, das sie bringt eigentlich, ne? Weil mit dem Film wird sie weltberühmt werden. Unser Produzent heißt ja in der Tat Leonardo DiCaprio. Es ist nicht oft, dass er sich hinter einen Film als Produzent stellt, eigentlich das erste Mal in den letzten 20 Jahren. Und es wird für Juma durchaus gefährlich werden, mit diesem Film so berühmt zu werden. Aber Gott sei Dank kann Berühmtheit aber auch schützen. Das heißt, je berühmter sie ist, umso, wie soll ich sagen, also die Hürde, sie zu töten, wird größer, weil es noch mehr Aufmerksamkeit erregen würde und dadurch diejenigen, die es tun, werden gejagt. Also da muss es dann ein Exempel statuiert werden. Wir haben aber auch einen ziemlich großen Security-Plan. Den haben Gott sei Dank unsere Investoren ins Leben gerufen. Also über 2 Jahre hinweg haben wir ein komplettes System mit Bodyguards und Safehouses und allem, was es gibt, aufgebaut, um Kameras, alles Mögliche, um sie auch so weit wie es geht zu schützen. Aber sie wollte dieses Opfer bringen, weil sie sagt, und Hugo genauso, weil sie gesagt haben, deswegen existieren wir. Wir tun das nicht für uns, wir tun das für unser Volk. Wir müssen kämpfen, die Sache muss berühmt, muss raus in die Welt, wir haben keine andere Wahl. Und wenn das bedeutet, dass es ein 7. oder ein 8. Attentat gibt, dann ist das eben so. Aber ich bin bereit, dafür zu kämpfen und dieses Risiko einzugehen. Wahnsinnig beeindruckende Geschichte. Für unser Eins, wann dürfen wir den fertigen Film sehen? Also in Österreich kommt er in die Kinos wahrscheinlich so im Sommer, Herbst. Wir werden Weltpremieren feiern Anfang nächsten Jahres. Das Festival steht noch nicht ganz fest, Sundance oder Cannes oder Berlin. Also wir schauen gerade, aber im nächsten Jahr wird der Film rauskommen. Ich darf noch nicht sagen, wie er heißt. Es kommt erst in einem Monat, gibt es einen Press-Release. Aber wir werden es in den Medien schon ganz gut veröffentlichen, glaube ich. Und es klingt wie eine viel zu überhöhte Abmoderation, aber ich weiß, dass sie nicht ganz unrealistisch ist. Wer die Oscar-Nominierungen durchliest, der sollte aufmerksam lesen, vielleicht findet er, und das wünschen wir dir, den Namen Richard Ladkani. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen und schon jetzt toi 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 für den Endspurt mit dem Film und für die Veröffentlichung. Dankeschön. Richard Ladkani.
Wir haben jetzt über die Wälder in Wales gesprochen, in Schweden, in Brasilien und anderen Erdteilen. Jetzt schauen wir noch mal genauer auf die Wälder Rumäniens und dorthin nimmt unser Duo mit, das wir auf der Bühne schon erlebt haben. Einerseits das Herrl, über das sprechen wir gleich, aber reden wir mal kurz über seine Begleiterin. Denn das ist eine wahnsinnig schöne Geschichte. Also sie ist Silva, wir haben sie ja kurz schon kennengelernt, der eine oder andere hat wahrscheinlich auch gesehen, während die Talks hier gelaufen sind, dass sie ihrem Herrchen immer auf Schritt und Tritt folgt. Und das ist wirklich keine Übertreibung. Wo er ist sie auch. Und wenn sie mal getrennt werden müssen, wenn sie irgendwo anders sein muss, dann tritt sie, das ist kein Scherz, in einen Hungerstreik. Also selbst auch eine kleine Aktivistin in ihr. Was ihr Herrchen ausmacht, das schauen wir uns jetzt an. Gabriel PAUN ist Natur- und Tierschützer. Er studierte Naturwissenschaften, ist Gründer der rumänischen NGO Agent Green und EU-Direktor von Animals International. Fokus seiner Arbeit ist die Erhaltung der letzten Primär- und Urwälder und der Schutz der rumänischen Nationalparks. Gabriel PAUN führt mehr als 400 Verfahren wegen illegalen Holzeinschlags. Seine Klagen lösten eine Reihe von Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen Rumänien aus. Seine Langzeitkampagne gegen den Weltkonzern IKEA deckt das Greenwashing des Unternehmens in Bezug auf Forstwirtschaft auf. Gabriel PAUN wurde 2016 mit dem Euro-Naturpreis ausgezeichnet und 2023 von Politico in die Liste der Green 28 aufgenommen. Er überlebte mehrere Mordanschläge und wurde in Folge in die Global Witness Datenbank und die Frontline Defenders Liste der weltweit am stärksten gefährdeten Aktivisten aufgenommen. Neon Green Network präsentiert Gabriel PAUN. Thank you very much. Good evening. I feel a bit broken and disturbed about everything I have heard and seen. To be honest, I thought I have seen a lot in my life, everywhere I have been for investigations, but I didn't expect this tonight. I got a headache, to be honest, over the things I have heard and seen, and that's not easy to handle, and it's also I'm very thankful to Richard and to LINA and to Ben for having said all the things they have said, and I can only say I concur everything that you have said. Thank you so much. And thank you, Angie, for organizing this wonderful event, and the presidency for being part of it. It's a role model for the whole world. We said we're going to talk about back to the roots tonight. For me, back to the roots is also talking about sustainability and planetary health. Sustainability is something I remember they were teaching me at the end of the last century when I was studying nature sciences at the university, and they were defining it something like when we people find the cutting edge and the balance between economical growth, social well-being, and nature, whatever. I can only say we failed to achieve that. I don't think there is a proper definition of sustainability, while planetary health could have one, but I'm going to go a bit later deeper into that. What I learned also at the end of the last century in the university was that scientists were making forecasts about what is happening today, what's going to happen by 2030, 2050, end of last century, but I would stay within our lifespan. And reading again the past few days about those scenarios, I can see that today we have actually surpassed all those. I mean, the worst case scenario, we're over it. And I'm concerned. I can see our planet showing symptoms of reduced resilience and high stress. I can see for the past 50 years since IKEA exists, for example, but are not the solely, let's say, guilty entity about this, but they are part of this.
70% of our wildlife population is gone only in 50 years, just to put numbers to everything that has been said before. And that's a very first and concerning sign of extinction, an extinction which is unfolding as we speak, as we sit here. And we have failed to see for the past 50 years that we live on debts to the planet. I mean, we passed the overshot 50 years ago, and every year we consume more than the planet can regenerate. There is so little wildlife left that if we would have to measure, we can say there's already 2 times more plastic on our planet than wildlife, and that's not good. We have injected biomass and carbon that was produced by our planet in hundreds of millions of years in a single glimpse of time in our global economy. In short, I think we are divorced from our planet, and we have to work very hard to remarry our planet. And perhaps the biggest reason why this has happened, that we divorced, it's the whole education system. It's just my mindset. There is a lot of great guys out there like Ben trying to get people back in the nature and work with nature. There are kindergartens with kids going out, but the vast majority of education was and still is built around us, the humans, the supreme species on this planet. We are great, but we can't be supreme. And perhaps the solution here would be to rethink the education system around Earth. And we can rethink everything around our Earth. Then we can discuss about planetary health. For the moment, for the time being, if our planet Earth would have been taken to AKH, to the hospital, I think they would put our planet to intensive care. We just don't have the tools to do that, because, I mean, if we want to build a new hospital between the siebente Bezirk and the erste Bezirk, because the people would say, hey, we don't have enough hospital, that would be the local government to decide, hey, we need this hospital, so let's build it. If we need a new, let's say, rail line between Vienna and Tyrol, then this will be the federal government to decide. If we make a night train from Vienna to London, then this will be the government of Europe, which is the European Commission. But to deal with climate change, with the nuclear Armageddon that is knocking on our door like never before, to deal with artificial intelligence and gene editing, we need the planet to have its own government. That means building bridges and working together. That's the only way to avoid a major disaster that is ahead of us. Thank you. From where we are, and I don't want to sound apocalyptical, but I think I kind of need you to worry. We need to worry together. The only way out is down, because hell is already above us. And when I'm saying that there is a way down, and we can go down in a controlled way to make sure that we will face a future less terrible than it's unfolding in front of us, by a degrowth, because I said we are on debts to the planet, which means we have to somehow degrow, because the degrowth will happen regardless if we plan it or not. It's going to be by disaster or by design. I prefer the design option, because by design we can make choices, and it's going to be less terrible than it looks right now. And I already said that we can do that by education. And there is great power in individual choices, in collective choices, and these are choices which are beyond the power of politicians or corporations, because, for example, we can choose to have less or no animals in our plate when we eat. We can choose to plan a smaller family.
We can choose to travel electric. We can start asking ourselves when we buy new stuff, do we really need to buy that stuff? And if we buy that stuff, we should look at quality, that we hold on to it for as long as we can, and perhaps we pass it to a next generation. That's one thing we asked from IKEA that Lina was speaking about. Don't make single-use furniture that is gonna change like socks because they have a catalog next year. I mean, make a dining table for the family last for 1,000 years. That would be a change. So there are choices we can make, but we have to get involved, like each of us, and like not starting 1st of January, not next month, not tomorrow, like now. And like now, I would quote Lina when she said, show yourself. And I would develop that a little bit, if I may, Lina. To me, show yourself is, you don't have to be a campaigner like I am, or like Lina is, or a school teacher, like a university teacher, like Ben. It's about finding that thing that makes your heart sing, because everybody has a secret inner gift which has to be discovered and revealed. Everybody's good at something, and you know when you do that thing because your heart is singing. And it starts everything with getting involved by saying no when you have to say no. I'm not going to give examples, but you can do that at home, in your family. You can do it on the streets. You can do it at work. You can do it at elections also. It's a lot of moments when we can say no. But if you choose to be a campaigner, like I am, there are things I learned, and I'm very grateful. I see in this room a few people who have trained me 20 years ago. I see Mathias. Hello, Mathias. I see Alexander. Thank you for the best trainings anyone on this earth could get to get ready for this fight, because it's not easy to fight large corporations. And these trainings are so good that you can actually go against any corporation with the right strategy, with the right smart objectives, with an amazing myriad of tactics. And it does work. I mean, but there are things you can't learn them, because these corporations are very, very powerful. And they will stop at nothing to come and get you. But you do have a chance, and you do have a sort of a force behind you. I can't explain it. It's not a kind of Jedi Master kind of force, but perhaps it is. We can call them guardian angels. When you are genuine, your love for nature, when you are armed only with science and the truth, they will look after you. When you're not that, they won't. And I'm going to just share a few stories that it exposes a little bit what it means, and that no training can prepare you for. First story doesn't have to do anything with forest. It's a story which I was doing when I was with Greenpeace like 20 years ago. And my first great opponent was no other company than Monsanto. Monsanto, perhaps some of you heard about it. They are the one, they exist since 1902. They have designed a chemical weapon using Vietnam. They are doing pesticides, fertilizers, putting patents on seeds, and making these genetically modified organisms. And it was a very, very harsh battle. And I started fearless. But they ignored in the beginning. I insisted, then they offered me a job. I persisted, then what was next? I think they offer a sum of money with many, many zeros. They tried, I mean, they tried their best. Then they went with direct threats, like really dead threats, face to face. Then it was a kidnap attempt, and then a kill attempt. And then I was extracted by my fellow colleagues from Greenpeace, and they've been taken abroad. I received more trainings, the security trainings. And they were good. But I was still not prepared for some other things I have done in my career, because I'm not, I can't separate my love for nature and animals, regardless if they are wild animals or descendants of wolves like Silva here. I've been in places where basically no one wants to go, and have seen things
where you normally when they come on your social media feed you just skip because it's too disturbing. Like, for example, ivory trade in Africa, can hunting in Africa, fur farming in Scandinavia, foie gras in France, feather plucking of the geese and ducks for sleeping bags, jackets, and so on. You name it, all those things. Or the live export of European animals to Africa and Middle East. I've seen it all, and I thought I'm getting stronger. Every time I see something, I'm getting stronger, and I thought this kind of psychological numbing would protect me. But I was wrong. I was so wrong. And it was a day when I was in Palestine for an investigation, when the mix of suffering of humans and animals came out of me in the form of vomiting blood. It's when the moral trauma became physical trauma. It's something I was never prepared for it. I was basically hiding in it to me. I didn't know it's there, and it was very bad. It changed my whole life. And I'm saying this because I don't think that nobody's spared from that. If you choose this path, choose to have professional talks with psychologists, whatever coaches, that's very important, because in the end it might be a bit more than just vomiting blood. It can completely change your behavior. You can become a nightmare for your family, for your friends, for everybody around you. Be very careful with that if you choose that way. I'm going to stop with this, and I'm going to switch a bit to my home country, Romania, where we do have still, despite all this illegal logging, some amazing primary and old-growth forests, like the one in the very beginning, when you could see perhaps between the branches of oak trees two babies of Emma, a mother bear who I know personally. She's wild and very wild. And there were two of her 3 cubs from the last series, and they were having a siesta in a tree. That's the kind of forest we fight for, where you wouldn't know unless you see chemtrails on the sky that is year 2024 after Christ. And it was maybe 20 years ago when a very large Austrian corporation called Holzindustrie Schweighofer came to Romania, and they started to build factory after factory until they have built processing capacity which is larger than the cutting allowance. We've been talking back and forth for like 10 years, trying to talk about that sustainability I was mentioning in the beginning, about traceability, transparency. It was all bullshit. They never changed anything. So 10 years ago, I came here in Vienna, and I had a face-to-face talk with the CEO. I think Mathias was with me. I was already with AJ and Green. It was many years after I left from Greenpeace, and I have informed them basically that we're gonna switch the tactic. We're gonna go the hard way. And in short, it all started with me documenting a truck from a logging concession of 10,000 cubic meters from a virgin forest inside the most beloved national park in Romania, all the way to their sawmill. I even have a notar with me to testify that the footage is genuine. I was weighed with punches and kicks and a pepper spray, and I ended up in hospital. That was one of the life-threatening attacks I have suffered. There were some of them much worse. I have been transported to AKH in Vienna because my attackers were around the hospital, and they wanted to get the job done because their intention was to cancel me completely. But after this story, it went so bad for the company that they have to change their name. I told them it's the easy or the hard way. You can't mess up with the trainings you get at Greenpeace. You can really fight the largest corporations. And the change has started. The change has started, and they can, any moment I can actually knock on their door, and they have to open the door at the factory, otherwise we have a big problem, and their clients would know.
They have to show at any moment where every single tree is coming from and where it's going to. And they have a system to prove that they are no longer accepting any piece of wood from a national park. And then I was still criticizing them, and they were asking why, and say, you're too big. You have to downgrade by design, not by more disasters. And they have done that as well. The next level with them is to stay away of clear cuts and goes to forestry close to nature, or you can call it close canopy forestry, where the sun is not touching the ground. So anything else than clear cuts and keep the forest native. And this kind of fight I'm having now, and that's a campaign. I don't know if I have time, but I think there is another kind of threats that I should say that you should be aware if you choose this path. Perhaps the cyber attacks. I can't say if it was the Austrian company or another one, because I have so many opponents. But there was one day, and I'm saying this story because it involves a very beloved Austrian journalist, Florian Klenk. I don't know, Florian, if you're in this room, but I'm sure he remembers this story. One day, someone has stolen his identity, his phone number, his voice, his email, his everything, just to convince me to open an email. It wasn't Florian. It was totally someone else. It was a very sophisticated hacker. And by trusting Florian, because I think Florian is to be trusted when it comes about investigative journalism, they have extracted all my emails since 2009 until that day. They've destroyed my computer, and a lot of things happened after that. It went very, very bad. It was a time when I also discovered my whole home was wired. There were live transmission for every single room, and that's obviously someone was spending a lot of resources to know what I'm doing and to do whatever they do with that. What I'm saying here is that all my devices that were hacked were given to the secret services here in Austria, in my home country, Romania, and to United States, because they also hacked our partner organization there, and they couldn't find anything. Lesson learned, you're not safe on internet. Double and triple check whatever you open. And that's another kind of thing you don't get trained to when you join the movement and you have high-profile campaigns. And last story, but I mean, LINA said already so much about IKEA and what they're doing. I'm just saying they came to my home country, Romania, and not only to make furniture, because they've doing that since 40 years, actually. They have factories, they're making furniture, but they became the largest private forest owner. They're buying land. And they're not improving forestry, they're reducing it, they're changing it. When we published the last map of primary and old-growth forest together with Mathias here in the room, I went to IKEA and the other corporations operating in Romania and asked them kindly in a gentleman agreement dinner, please stay out of this last remaining primary and old-growth forest, like 500,000 hectares, impressive. That would be like 8% of the forests. And it was the IKEA representative who stood up at a dining table, punched the table, and he said, no, that's the last forest we can cut. I just can't get that out of my mind. And so I start a new global campaign now, and I'm gonna need you. I'm gonna need groups all around the world, because fighting IKEA as a global corporation is not easy. We already launched the report, we met them, and it was a clear signal they are not gonna change. I basically told them, well, you don't practice what you preach, and what you preach is not enough, the ambition is too low, and they won't change. They only invited us to become an FSC member, which doesn't make sense because they certify clear cuts in a national park in a virgin forest, so we are at war with IKEA. And again, it's a campaign that will require you, it will require groups all around the world in all the countries, but we have to achieve, because it's a very symbolic fight for the entire planet. It's a fight that is inviting everybody through educated choices to be a beneficial participant to heal the planet, for planetary health. And right now we are fighting such corporations which are the opposite.
they're a toxic participant to the anthropic death of our planet. And if we win fights like this, and in a united way, I can imagine saving those last primary forests. And just have in mind that picture with the bears in the tree, or any corner of nature around the world where you have been and you just fell in love with it. So I'm saying, if nature can be so beautiful, imagine human civilization in full bloom. And let's try to soften this terrible future ahead of us by design instead of disaster. Thank you so much. Thank you. Vielen herzlichen Dank, Gabriel PAUN. Danke. Wir werden unsere Runde jetzt noch ein weiteres Mal erweitern, denn ich habe das Gefühl, so ein Moment, oder so auf einen Ort hinzuschauen, wo die Welt noch ein bisschen in Ordnung ist, das würde uns auch gut tun, so ein bisschen für die Balance. Und das machen wir jetzt auch, denn wir schauen jetzt sprechen mit einer Wildbiologin aus dem Wildnisgebiet Dürnstein-Lassingtal. Die holen wir auf die Bühne, gemeinsam mit der Frau, auf deren Mist all das hier gewachsen ist. Sie ist nämlich die Gründerin der ERDgespräche und der treibende Motor hinter diesem Event. Herzlich willkommen, Nina Schönemann und Angie Rattay. Kommt zu uns. Ich bringe euch noch die Mikrofone, bitteschön. Entschuldigung. Nina, sprechen wir über dieses Wildnisgebiet, über den letzten Urwald Österreichs, in und rund um den du arbeiten darfst. Erstmal grundsätzlich, fangen wir so an. Ich habe ein Interview von dir gelesen, wo du sagst, dass der Lebenszyklus von einem Baum 1000 Jahre braucht oder dauert. Sein kann, gut. Ja, stimmt. In einer idealen Welt und bei euch im Wildnisgebiet sein kann. Das heißt auf alle Fälle im Umkehrschluss auch, Wald ist nicht gleich Wald. Das können wir so feststellen, oder? Genau, also zunächst einmal auch danke für die Einladung, das ist eine große Ehre. Was die meisten Leute nicht wissen ist, dass sie eigentlich einen richtigen naturnahen Wald gar nicht kennen. Also die wenigsten von uns waren eigentlich jemals in einem naturnahen Wald. Weil das, was wir oder die meisten von uns eben kennen, wenn man rausgeht und spazieren geht, sind bewirtschaftete Wälder, das sind eigentlich Forste. Und das bedeutet, dass dort ein Mensch eigentlich die meisten Bäume gesetzt hat und entschieden hat, welcher Baum, welche Baumart wo wachsen darf und wie alt sie wird. Und die werden dann in sehr jungem Alter eigentlich geerntet. Fichten beispielsweise circa mit 80 Jahren. Und im Wildnisgebiet gibt es eben den Urwald-Rotwald, wo die Fichten aber 600 bis 800 Jahre alt werden. Und danach dann noch um die 100 Jahre als stehendes Totholz und dann noch um die 200 Jahre als liegendes Totholz im Ökosystem enthalten sind, also etwa 1000 Jahre brauchen für einen Lebenszyklus und dass das eben etwas ganz anderes ist als in einem bewirtschafteten Wald. Und dazu muss man verstehen, dass Wald nicht die Summe der Bäume ist. Die meisten von uns denken, im Wald geht es nur um Bäume. Und das ist aber eigentlich ein Ökosystem, ein hochkomplexes System. Und das bedeutet, dass das Zusammenspiel der einzelnen Organismen viel, viel wesentlicher ist als jeder einzelne Player. Als Beispiel kann man da jetzt hernehmen, alles kann ich leider nicht beschreiben, dafür reicht die Zeit nicht, aber das Zusammenspiel zwischen den Bäumen und den Mykorrhiza-Pilzen, wo der Baum bei der Photosynthese Zucker produziert, den sich der Pilz vom Baum holt, die
über das Pilzmyzel, quasi schließt sich mit dem Baum zusammen über die Wurzel und umgekehrt kriegt der Baum vom Pilz Nährstoffe, die er über die Wurzeln aus dem Boden gar nicht aufnehmen könnte, weil der Pilz den Boden nämlich so aufbereitet, dass die überhaupt erst zugänglich wären. Das heißt, die können miteinander viel besser als einer alleine. Die brauchen einander, damit das wirklich gut funktioniert. Und genau um das geht es in diesem Ökosystem, dass dieses Miteinander so wesentlich ist und diese Vernetzung. Und wenn ich jetzt, ein Urwald bedeutet, also wir haben da eine sehr strenge Definition, das seit der letzten großen Störung vom blanken Felsen weg, das war nach der Eiszeit, nachdem die Gletscher sich zurückgezogen haben, sich vom blanken Felsen weg wieder ein Wald bilden hat können und dieses Zusammenspiel der Lebewesen komplett vom Menschen unbeeinflusst sich entwickeln hat können und es nie eine große flächendeckende Störung gegeben hat, wie einen Kahlschlag, wo ein Großteil der Lebewesen absterben, weil mit wem sollen sie denn noch zusammen quasi handeln und kommunizieren und selbst die restlichen, die im Boden überbleiben, da wird es dann durch die Sonneneinstrahlung teilweise so heiß, man misst da um die 60 Grad mitunter auf einem Kahlschlag. Was soll da im Boden noch leben? Das heißt, da sterben ein Großteil der Organismen ab und wenn ich da dann Bäume wieder hinsetze, dann sind das eben Einzelplayer und das kann man nicht vergleichen mit diesem Ökosystem, wo alles zusammenspielt. Und deswegen ist Wald nicht gleich Wald, sondern es sind große Unterschiede und die höchste Priorität, die es momentan gibt, ist, dass wir Urwälder erhalten, weil die sind unwiederbringlich. Also wenn das einmal gestört wird, viele Organismen können nie wiederkommen. Und selbst wenn ich lang warte und es altgewachsene Wälder werden, braucht es sehr, sehr lang, bis diese Symbiosen sich wieder bilden können. Und das ist die höchste Priorität, dass wir diese Wälder schützen. Und auch im Wirtschaftswald können wir viel lernen von den naturnahen Wäldern, nämlich dass wir müssen den Boden schützen, das Bodenleben, die Vielfalt stärken, die Vernetzung stärken, indem wir gewisse Strukturen zulassen, wie alte Bäume, totes Holz. Wenn wir das schützen... Wer das schützen möchte, unterstützen möchte, weiß ich, ist bei euch an der richtigen Stelle, kann nämlich eine Form der Partnerschaft beginnen. Wie schaut es konkret aus, Klimapartnerin oder Klimapartner zu werden? Genau, wir haben eine Initiative gegründet, die Klimapartnerschaft.at, wo wir gemeinsam mit Unternehmern und Privatpersonen und Waldeigentümerinnen Flächen der Natur zurückgeben, konkret eben Waldflächen, um 1,20 € den Quadratmeter. Und diese Flächen werden dann wirklich langfristig, bis jetzt haben wir alle Flächen eigentlich immerwährend, aber wir haben gesagt mindestens 80 Jahre aus der forstlichen Nutzung nehmen und der Natur zurückgeben, damit gewisse Ökosystemleistungen wieder möglich sind. Denn wir müssen Dinge nutzen, wir brauchen Ressourcen zum Leben, aber wir müssen gut aufpassen, wo und wie wir das machen. Und mit jeder Nutzung schwächen wir die Ökosysteme, dessen müssen wir uns bewusst sein und die Ökosystemleistungen sind unsere Lebensgrundlage. Und ich denke, wenn man eine Umfrage macht, ob man jetzt für die nächste Woche genügend Trinkwasser haben will oder ausreichend Luft zum Atmen oder ob die Freizeitplanung wichtiger wäre, würde sich jeder eigentlich für diese Dinge entscheiden. Aber es nimmt keiner eigentlich Ressourcen in die Hand, um genau das zu schützen, weil es selbstverständlich ist, weil man nie was dafür machen hat müssen. Und es ist so wichtig, dass wir da die Prioritäten in Zukunft anders setzen, dass uns das was wert ist, das muss uns was wert sein und dass wir dementsprechend auch handeln. Vielen Dank, Nina, für diese Einblicke rund ums Wildnisgebiet Dürnstein-Lassingtal. Gabriel, ich wollte dich noch mal kurz durchschnaufen lassen nach deinem Vortrag, aber eine Frage ist mir schon noch hängen geblieben. Jetzt sprichst du oder hast gesprochen von Disaster by Design und das kam ja heute bei allen Vorträgen auch immer wieder durch. Die Zukunft schaut nicht rosig aus. Also wir haben ein psychologisches Problem, weil viele von uns gehen jetzt wahrscheinlich heim, bewegt von dem, was sie gehört haben, aktiviert vielleicht und dann sitzen wir bei der nächsten Familienfeier und es gibt diesen einen Onkel, ich schätze, wir haben ihn alle, der entweder auf gut Österreichisch, schon jetzt viel Spaß den Dolmetschern, sagt, schon wurscht, ja, was soll ich machen? Oder sonst irgendwie eine Ausflucht findet aus diesem Bedrohungsszenario. Wie
wie kriegt man diese Botschaft weiter in diesem ganz kleinen Kreis, in der Familie, in den Freunden, bei den Freunden? Danke für deine Frage. I think I have gave a few examples, perhaps they were too general, but yeah, it's the question is how you deal with a person like the old uncle or grandfather, whatever he was. There are many people like that. It's difficult. It's not easy. It's not easy because it's these are the category of denials. They deny the problem because of their own comfort, I believe. It's very difficult to make choices which makes you feel uncomfortable and makes you give up your normal way of being. Nothing from all I said was easy to do. I mean, I was speaking about very big things. Plan a smaller family. What a debate. Yeah. So is it take animals off your plate or eat less animal. All these things are big, but you can think about it. Is leading by example? Is that the solution? Jetzt fange ich schon eingeschrien an. Leading by example is okay, but it's not enough. I think the conversation is completely shifting in the public space or in the private space when you speak about the benefits of all these things. What are the benefits for me, for my health, for the animal, and for the climate, and for biodiversity if I just stop eating them? What are the benefits for my well-being and for the planet if I plan to have one child instead of two? I mean, I can immediately think of, I mean, I know it's a very sensitive thing, but if you put it with the benefits and the advantages of all these things, the whole thing is changing because you start thinking, not fighting, but thinking. And thinking is all we have to do with everything that we know and we can. Let's say 3 kids instead of 4. You can still go with a 5 people's car. You don't need a van. You can give them better education because you need less money for that. You can give them bio food to all of them. They can make extracurricular activities. They can learn cello or piano or make a sport. You go less time to the hospital. You wake up less times in the middle of the night. See, so suddenly, our well-being is also important. Everything starts from advantages of whatever choice you make, regardless if it's animals in the plate, smaller family, choose to transport electric, think about a supplier of your energy that is from wind and sun and not something else. Sun, the wonderful star, the only thing that produces energy in our solar system, every single second, 4.5 trillion equivalent of atomic bombs. That's a lot. In 1 hour we get from our sun the energy we consume in an entire year. On Earth we produce nothing. We only consume and excrete until it's all gone. So perhaps we have to look back to the sun. Danke für diese Beispiele. Es ist sehr nett, auch die kulturellen Unterschiede zu sehen. Wenn er sagt, es ist ein sensibles Thema, wenn man redet über 2 Kinder oder 1. Also wenn man weiß, dass für Österreicher so Religionsbekenntnis Schnitzel haben, wissen wir, dass dieses Ernährungsthema vielleicht auf derselben Stufe steht. Also ganz gefährliche Geschichte. Angie, biegen wir in die Zielgerade ein, würde ich sagen. Zufrieden? Ja, so zufrieden, wie man in so politisch gemeingefährlichen Zeiten wie diesen sein kann. Okay, dann probieren wir es mit einer ausführlicheren Frage und ich hoffe auf eine ausführlichere Antwort. Wieso denn Back to the Roots? Weil Bewegungen immer von unten starten. Also die größten Bewegungen haben von unten gestartet und es waren meistens einfache Menschen, denen es einfach gereicht hat. Aufmüpfige Bürgerinnen und Bürger, die sich Graswurzelbewegungen angeschlossen haben, deswegen heißen sie auch so. Und deswegen Back to the Roots. Und wenn ich über Roots nachdenke und über Kinder, niemand kommt auf die Welt und will einen Wald zerstören, niemand kommt auf die Welt und will irgendwie Tiere quälen oder Ozeane verschmutzen. Und das
bringt mich zu dem Gedanken, was Lina gesagt hat, nämlich, dass Aktivistinnen sehr oft als Alarmisten, weil sie genau darauf hinweisen, als Alarmisten oder Radikale dargestellt werden. Und lustigerweise hat mich jemand von unserem Team darauf hingewiesen, dass das Wort radikal von Radix kommt und damit von Wurzel, nämlich von auf den Ursprung zurück konzentrieren. Und deswegen braucht es eigentlich viel mehr radikalere Bewegungen im positiven Radikal. Ja? Es braucht die Macht der Zahlreichen, weil von einer ohnmächtigen Gesellschaft profitieren immer nur die Falschen. Und den Gefallen dürfen wir ihnen einfach nicht tun. Jetzt hast du dich vor 15 Jahren auf die Hinterbeine gestellt, hast gesagt, wir müssen was tun, ich möchte was tun, hast die ERDgespräche ins Leben gerufen. Wenn wir jetzt zurückschauen auf die 15 Jahre, hat sich genug getan in der Zwischenzeit? Ja und nein. Also ich meine, ich glaube, viele Aktivistinnen und Aktivisten wie ich kann es jetzt für mich sagen, haben so einen produktiven Zorn entwickelt. Ich habe es jetzt erst in der Bewerbung, in dem Announcement der ERDgespräche gemerkt, auch im Zuge der Wahlkämpfe, weil wir immer wieder gehört haben, ja, das Klimathema, das ist halt jetzt nicht gerade so en vogue. Und ich finde das so eine absurde Diskussion einfach. Das ist so, als würde man mir sagen, die Rettung der Menschheit ist jetzt gerade nicht modern. Ich meine, worüber reden wir eigentlich? Ich meine, das kann niemand ernst nehmen, so eine Aussage. Und ich finde, wir müssen vielleicht nicht, wie der Gabi gesagt hat, kämpfend sterben, aber wir müssen kämpfen. Und wir können einfach nicht aufhören. Und wir müssen einfach schauen, dass wir jeden und jede, die wir kennen, einfach mit ins Boot holen. Wir brauchen all hands on deck. Und wir müssen schauen, dass die Bewegung immer mehr wird, immer stärker, weil wir haben die Macht der Zahlreichen. Und das ist viel stärker, als die sozusagen Bösewichte dieser Welt an Zahl aufbringen. Dann entlasse ich euch mit einem produktiven Zorn jetzt nach unten. Ihr könnt euch die letzten Minuten noch gemütlich aus der ersten Reihe anschauen. Vielen herzlichen Dank an Nina Schönemann und Angie Rattay. Und jetzt machen wir noch eine letzte Runde, ihr drei vor allem. Ich würde von jedem von euch gern so also wirklich kompakt, in maximal einer Minute, so ein Takeaway bekommen. Was soll jeder Einzelne von heute mitnehmen? Wenn es nur ein Ding ist, was ist es? Wer möchte starten? Gabriel? I think I'm going to pass to the next one. Ben? I think if we can tie some of the things that people have said together, I think what it's about is a right relationship. So living ecologically means living in a right relationship with the earth and with each other. And that means everything from parenting your children so that they understand about the things that are happening, the world that they're coming to be born into, the importance of our reliance on what's called ecosystem services, but let's just call it life, all the way to, when questions come up like boycotting IKEA or calling out the Swedish government or signing petitions for the proper implementation of EU regulations, that is living well. That is living ecologically. That is living responsibly. So for me, it's about embracing that, enjoying that, feeling confident and happy in that place to say, I am right, I am living in right relationship, this is wrong, and these are the things that I'm doing and choosing, actively choosing. And then you're not in a defensive position saying to people, okay, fine, you want to continue logging forests because you make these arguments about jobs and so on. Let's have a conversation about jobs. And my role is to ask questions, to be an inquiring, responsible citizen with a strong sense of ethics. So for me, it's about being ecological. We need to raise ecological children.
We need to be ecological citizens. We need to try and build an ecological society. And that does come down to everybody. It's not just consumer choices, but it's also about that, how we act in that wider sense, so politically as well. So I gave away my minute, right? No. Nein, du kannst gern Was nachholen. a good minute. A very, very short one. Okay. Yeah. I think it's the phrase which I use at the end with a kind request for everyone. I said, imagine humanity in full bloom if nature can be so beautiful. I'm just going to repeat that, and I'm kindly inviting you to try imagine it your way and do something about it in a daily basis. Thank you. Lina. Oh, we live in a world of wars and fascism and genocide and ecocide, etc. We see how we are in the midst of human rights crisis, environmental crisis, and climate crisis, and all of this is interlinked. And all of these forces that I just mentioned, we think of them as active, and then peace often as passive. And I would like to underline that hope, democracy, peace is active. It's a verb. I feel the moral obligation to create hope. And I said it in my speech, and I can say it again. When you start to take action, your life becomes very much aligned. And there are no rules and no laws to really protect biodiversity or keeping the carbon in the ground. So we cannot save lives by playing by the rules. The rules needs to change, so we need to rebel. Dann sagen wir ein letztes Mal ein ganz großes Danke an unsere 3 Speaker heute. Vielen herzlichen Dank an Lina, Ben und Gabriel. Und Angie. You're going to have loads of people mobbing you. What did you say? You're going to have loads of people mobbing you. Ich glaube daran, dass die Menschheit das Ruder noch rechtzeitig rumreißen kann. Dass wir in Einigkeit leben und gemeinsam nach dem Glück streben werden. Das wünsche ich mir auf Erden. Dass die Tierwelt das überlebt und wir nicht erst viel zu spät begreifen, wie sehr wir es vergeigen. Dass die Pflanzenwelt das überlebt und wir nicht erst viel zu spät begreifen, dass wir alleine nicht zum Überleben reichen. Ja, ich glaube fest an eine bessere Welt, in der kein Mensch viel mehr Geld hat, als er braucht. Und an eine Welt, in der es keine Armut gibt. Ja, an die glaube ich auch. Und wir feiern gemeinsam das Ende der Welt, wie sie gestern auch war. Hat man dir es schon erzählt? Wir bauen ein neues Wächsgras, wo einst her. Es gibt keine Macht für niemanden mehr. Geld fliegt durch die Luft wie buntes Papier. Hat es doch keinen Wert in einer Welt ohne Gier. Komm, wir bauen gemeinsam das Ende der Zeit, wie sie gestern noch war. Heute ist es soweit und wir feiern gemeinsam das Ende vom Ende. Es gibt viel zu tun. Komm, spuck in die Hände.
Ich sehe es schon vor Augen, die Welt liegt klar vor mir. Ich mal sie aus, halt sie fest und singe von ihr. Wir halten uns an den Händen, die Fahnen niedergelegt. Wir atmen frische Luft, wir haben's zum Guten gedreht. Die Welt blüht vor sich hin, wir im Einklang finden Sinn im Sein, nicht länger im Haben. Wind und Salz auf meiner Haut, all meiner Ängste beraubt. Hör ich sie fragen, wollen wir eine neue Welt wagen? Und ich glaube fest an eine bessere Welt, in der Hass keinen Platz hat und keinen braucht. Und an eine Welt, in der es keine Kriege gibt, ja, an die glaube ich auch. Und wir feiern gemeinsam das Ende der Welt, wie sie gestern auch war, hat man dir es schon erzählt. Wir bauen ein neues Wächstgras, wo einst her, es gibt keine Macht für niemanden mehr. Geld fliegt durch die Luft, wie buntes Papier, hat es doch keinen Wert in einer Welt ohne Gier. Komm, wir feiern gemeinsam das Ende der Zeit, wie sie gestern auch war. Heute ist es soweit und wir feiern gemeinsam das Ende vom Ende. Es gibt viel zu tun, komm, spuck in die Hände. Laura Braun, die Gewinnerin des FM4 Protest Song Contests. Sie kennen den Arbeitsauftrag. Folgen Sie auf allen Kanälen, gehen Sie zu Ihren Konzerten, streamen Sie alles, was geht. QR-Code ist hier. Wir möchten jetzt abschließend nochmal Danke sagen, und zwar bei allen Volunteers, die mithelfen, die das hier in ihrer Freizeit möglich machen, dass wir solche Erdgespräche überhaupt gemeinsam begehen können. Deswegen danke an alle Volunteers. Kommt bitte zu uns auf die Bühne. Wir machen ein großes gemeinsames Foto. Die Volunteers der Erdgespräche 2024. Ein großer Dank auch an alle Partner und Unterstützer, alle Unternehmen, alle NGOs, die mit dabei sind und das möglich machen. Und wenn Sie sich fragen, wie kann ich jetzt unterstützen, was kann ich machen? Wir werden jetzt gleich zum Netzwerken übergehen und da gibt es jede Menge Spendenboxen, die direkt für die Erdgespräche verwendet werden. Wenn Sie da was reinhauen, dann ist richtig gut geholfen. Das heißt, jetzt einmal alle in die Kamera. Ab morgen steht es am Nachkastel von der Angie Rattay, das Foto. Also bitte freundlich lächeln. Und wir sagen vielen herzlichen Dank allen Volunteers. Jetzt, wie erwähnt, die Einladung zu Teil 2 der Erdgespräche. Denn wir öffnen jetzt den Teil des Netzwerks. Vorhang auf fürs Netzwerken. Ende vom Ende.
es gibt viel zu tun. Komm, spuck in die